Nein, Landratten und Seebären. Ich habe ein paar falsche Knöpfe gedrückt. Ich hoffe, wir haben jetzt Bild und Ton. Also Ton war mal kurz weg. Ich hatte den Knopf gedrückt für Stream-Ende statt für Stream-Start. Mensch, Paddy. Und da ist schon wieder ein Sensorfleck. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch nicht. Es fängt auch noch an zu regnen. Ach, Leute. Was ist hier los? Was soll denn das? Was soll denn das bitte? So habe ich das alles nicht bestellt. So, erstmal gucken, ob jetzt hier alles soweit funktioniert. Ja, es ist ein Sensorfleck wieder da. Das gibt's doch nicht. Ich habe großen Waschtag gehabt letzte Woche, aber das werde ich gleich zwischendurch dann mal beheben. Das geht ja gar nicht. Ja, ich bin leider. Ach so, ja, das Mikrofon muss man sich auch anstecken, ne? Und nicht einfach unten in der Kiste haben. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, jetzt mal schauen. So, jetzt müsste es aber besser sein. Ja, ich hatte das Mikro noch unten im Wagen liegen. Das ist natürlich Blödsinn. Also, ja, habt ihr wieder was zum Diskutieren? Ein schöner Sensorfleck. Herrlich. Einfach herrlich. Ja, mal gucken, ob die Drohne funktioniert. Die ist auch da. Okay, dann kann es ja eigentlich hier soweit losgehen. Ach Mensch, dieser Bulka. Schon wieder viel zu früh alles. Viel zu früh. Ja, Tanja beschwert sich auch. Was geht schon los? Ja. Ich hätte natürlich vorher noch mal kurz Bescheid sagen können. Ja, anstecken hilft enorm. Da hast du absolut recht, Kai. Das ist definitiv eine Riesenhilfe. Aber jetzt sollte erstmal alles soweit da sein. Ja, wir fangen an mit der Athena Centauri oder Athena Centauri hier. Einem schönen Bulka. Eben ist schon ein Bulka rausgegangen, aber den habe ich beim besten Willen nicht geschafft. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Aber dafür ist Lufthansen jetzt in der Luft. Und ich hoffe, wir bekommen ein paar schöne Bilder. Ganz hinten sehen wir auch schon die Ever Ace am Horizont. Dazwischen haben wir dann ein bisschen Luft für eine kleine Sensorreinigung. Also das gibt's doch nicht, weißt du, Wochenende geschrubbt, alles sauber gemacht. Ja, das kommt halt, wenn man immer Objektiv ab, Objektiv drauf. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Es ist ehrlich gesagt auch ein kleiner Teststream. Ich probiere hier noch ein bisschen neue Hardware aus. Eigentlich wollte ich heute Abend einen Teststream machen, aber ja, so ist das halt, ne? So ist das halt mit dem Schiffsverkehr. Erstmal grooven wir uns jetzt hier schön ein. Brigitte lässt gleich mal 2 € da. Ganz lieben Dank, Brigitte. Und Thorsten ist seit 17 Monaten dabei. Thorsten, Dankeschön. Kai auch seit 22 Monaten dabei. Ein Leben ohne Hamburger Hafen Live ist möglich, aber irgendwie doof.
Ja, das sage ich mir auch jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Danke für feinste norddeutsche Unterhaltung. Kai, herzlichen Dank. Und Andi, 5 Schweizer Franken für ein Pack weißer Riese zum Flecken wegwaschen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich so Sensorflecken nerven. VW Mercury ist da. Und begleitet die Athena Century gleich mal hier in den schönen Hamburger Hafen. Vorne kommt auch schon ein Schlepper. Geht ja wieder los hier. Geht ja wieder richtig gut los. So, ja. Ich bin auch später im Chat. Ich habe ja auch im Titel geschrieben, wir haben auch eine kleine Ankündigung. Eine kleine Challenge. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, Kai, das triggert mich auch wie verrückt. Deshalb, wenn gleich ein Moment Zeit ist, werde ich mal gucken, ob ich da was gegen tun kann. Aber da muss ich erst einmal landen und dann kann ich putzen. Haben wir doch gleich den ersten, den wir für heute abhaken können. Ja, Andi, gute Idee. Einfach kroppen, dann ist der Sensorfleck weg. In der Tat. Hey, das ist eine mega Idee. Guck mal, weg ist er. Was für eine Wahnsinnsidee. Ja, Andi. Einfach kroppen und der Fleck ist weg. Was für ein perfider Trick. Den du dir da ausgedacht hast. Dahinter kommt auch schon der nächste Fieder, der raus möchte. Jo, Tom, Bulka mag ich auch sehr gerne. Ach schade, ey. Eben als ich aufgebaut habe, ist einer rausgegangen und der war komplett entladen. Sah richtig, richtig schön bullig aus. Also richtig schönes Bild. Ja, die Ever ist hinten am Horizont, die braucht einen kleinen Moment. Ja, an dem Haushalt funktioniert das nicht, obwohl einfach Tunnelblick, Scheuklappen aufsetzen und dann sieht man auch den ganzen Dreck nicht mehr. Captain Grabak, vielen Dank für 111 Bits für Drohnensprit. Ja, danke. Tommy, 22 Monate mit einem Dankeschön an die Mods. Ja, danke, danke. Und Matze schickt 5 Euro Superchat. Der Buskutscher aus Hannover hat Feierabend und nun gibt's Hafen. Jawohl, endlich Hafen wieder. Sag mal, da hat sich doch tatsächlich jemand Sensorfleck genannt. Mann, oh Mann. Ihr seid aber schon ein bisschen fies, das wisst ihr, oder? Ihr kleinen Sadisten, immer den Finger in die Wunde legen. Mann, oh Mann, oh Mann.
Aber danke für 2,49. Sensorfleck bleibt hier. MH Feel Free 17 Monate. Hey Paddy, lieben Gruß vom Stein oder Meer. Kaffeepaket und Flaggen angekommen. Mein Sohn hat sich ein Loch in den Bauch gefreut. Dankeschön auch für das extra Goodie und die Karte von Tanja. Ja, toll. Das freut uns natürlich, wenn ihr euch über die kleinen Zugaben freut. Ich würde dann jetzt mal landen und mich gleich mal um den Sensorfleck kümmern. Weil das geht ja gar nicht. Sonst haben wir ja hier wieder ein Gesprächsthema bis zum Abwinken. So, die ist erstmal zu Hause. So, dann mal gucken, wo mein Pustegerät ist. Ich schalte euch mal auf die zweite Kamera. Ob ich das mal eben hinbekomme. Der war so groß, den konnte man auch mit bloßem Auge sehen. So, dann starten wir die wieder. Gucken mal, ob wir jetzt flecklos sind auf der 1. Sieht besser aus, oder? Ich würde sagen, das sieht definitiv ein bisschen besser aus. Auch noch Dreck hier auf der Tastatur. Das triggert alles. Das triggert alles. Leute, Leute, Leute. Wen haben wir denn da? Die Akacia. Die verholt. Möchte zum Burchard-Kai oder zum Eurogate. Sag mal Leute, Paddys Sensorfleck. Wie seid ihr denn drauf? 8 Monate Speicherstand. Lass mich da, wo ich bin. Nein, Sensorflecken werden direkt aus dem Chat gebannt. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Drummer Martin auch seit 16 Monaten dabei. Schon wieder einen Monat um. Ja, danke, danke. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Thomas, ein Mittagspausenstream. Also alle, die jetzt von der Arbeit gucken, gerade Mittagspause haben. Schön, dass ihr mit reinschaut. Wir haben gleich die Ever Ace, 400 Meter. Wir haben noch eine Triple E von Maersk, auch 400 Meter und haben noch ein bisschen Beifang dazwischen. Ich glaube, es wird ein ganz netter Nachmittag. So. Ja, hier findet Sensorfleckenspotting statt.
So, guck mal, da hinten im Hintergrund, da seht ihr noch den Bulka, der vorhin rausgegangen ist. Schöne Patina hatte der drauf. Ja, Doreen, das ist mir schon klar, dass da Zuschauer gerade ihren Namen geändert haben, aber ich verstehe das als persönlichen Angriff. Also das nehme ich doch wirklich ganz persönlich. Ihr könnt euch doch nicht einfach in Sensorfleck umbenennen. Mann, oh Mann. Ja, Bausi sagt, bin gespannt auf die 50k Challenge. Erkläre ich euch gleich. Wir warten noch einen kleinen Moment, damit auch möglichst viele Zuschauer das mitbekommen. Aber ich habe mir ein bisschen was überlegt. Kreativ Andi ist gerade dabei, das Thema Sensorflecken umzusetzen. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. 19 Monate Andi schon dabei. So, dann haben wir hier die Jütland. Werner, Mahlzeit, danke dir für die 2 Euro. Aber das Gute ist ja, solche Sensorflecken, die kann man relativ einfach entfernen. Meistens hat man Glück und es ist nur ein bisschen Staub drauf. Aber der kleinste Staubfleck, habt ihr ja gesehen, wird halt doch zu einem dicken, fetten Fleck auf dem Sensor. Und ja, so wie der eben platziert war, das ging ja gar nicht. Aber das kann man eigentlich mit so einem kleinen Püsterchen, kriegt man das relativ gut und schnell in den Griff. Irgendwann gibt es noch ein T-Shirt mit Sensorfleck. Music and Cut Lover, nein, neue Produkte gibt es nicht im Shop. Es gibt demnächst neue Schlüsselanhänger, die sind unterwegs. €11,40 Meter Tiefgang hat die Eva Ace. Jo, danke. Schandok fragt, ob es hier eine Art Verkehrsregel gibt. Ja, ja, die gibt es. Also es herrscht auch durchaus Rechtsfahrverbot, Gebot, Entschuldigung. Das heißt, die Schiffe sind schon angehalten, jeweils in Fahrtrichtung auf der rechten Seite des Fahrwassers zu fahren. Also da gibt es schon ein paar Regeln. Manu, mein Lieber, auch wieder da auf Twitch. Schon ein Jahr, Mensch. Danke, danke. Dirk, die Flaggen mit dem Ösen auf einer Seite sind im Versand. Ich habe heute die Versandbenachrichtigung bekommen. Mit etwas Glück haben wir die dann nächste Woche. Ich muss die dann noch in den Shop einpflegen und so weiter. Und ich habe auch kleine Flaggen in 60×40 bestellt. Und welche, die nur auf der einen Seite in der Ecke Ösen haben, falls die irgendwo an den Fahnenmast sollen. John Deere-Fahrer, ich kann ehrlich gesagt gar nicht sehen, gerade was da für Schlepper sind an der Evergreen. Da müsstet ihr mal selber ein bisschen aushelfen und auf den Wesselfinder schauen. Malte, moin, mein Lieber. Kommt auch schon die nächste Fähre angedackelt. Macht aber nichts. Wir haben hier die Jütland im Bild.
Ja, eine Hafenfähre Sensorfleck. Also sag mal, was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Guck, wenn ihr wissen wollt, wo die Schiffe sind und welcher Schlepper wo ist, fragt doch einfach Ute. VB Prompt ist Achtern an der Ace. Ute schaut zum Einschlafen auch immer gerne mal in den Wesselfinder. Da kommt sie ein bisschen runter, lässt sie sich berieseln davon. Ute, oder? Ist doch eine schöne Lektüre. Ein bisschen Schiffe lesen und gucken. So, ja, die Drohne habe ich jetzt gerade nicht in der Luft. Das wäre jetzt ein bisschen praktisch, aber wir helfen uns auch so. Ja, die Sensorflecken, die sammle ich übrigens. Die werden dann demnächst als Limited Edition auch im Shop verkauft. Tütenweise. Tütenweise. Ja, Paddy, nicht jeder mag den Sensorfleck. Ich mag ihn nicht und, oh Mann, wann war denn das? Am Sonntag hatten wir doch so einen fetten. Aber waren doch einige, die hat das ganz schön getriggert. Nein, Andi, eine Sensorfleckgasse führen wir nicht ein, aber danke für die 2 Schweizer Franken. Wobei für jeden Sensorfleck irgendwas in die Kasse. Renex, nein, du darfst nicht überall mit der Drohne fliegen. Es gibt hier auch Bereiche, wo du nicht fliegen darfst. Sehr viel sogar. Ach, moin, hallo. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, bis die Ever Ace kommt. Dann kann ich euch ja mal erzählen, was es mit dieser 50k-Challenge auf sich hat. Also es ist ja so, ihr wisst das ja, also es betrifft in erster Linie jetzt mal YouTube. Ja, für Twitch überlegen wir uns später noch etwas. Aber ihr wisst ja, dass im Prinzip Abos und auch Likes, das ist so ein bisschen die digitale Währung. Und als Kanalbetreiber wird man natürlich auch so ein bisschen danach bewertet. Gerade wenn man jetzt eine Kooperation anstrebt und wenn man guckt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die gucken immer als erstes, wie groß bist du, wie viele Abonnenten hast du, was hast du an Besuchern und so weiter. Und das ist dann halt auch dafür entscheidend, ob jemand sagt, hey, interessanter Kanal, wir machen was mit euch zusammen oder nicht. Jetzt wird empfohlen zum Beispiel, ich habe auch so einen YouTube-Partner-Manager, der sagt, du musst alle 10 bis 15 Minuten solltest du darauf hinweisen, dass die Leute ein Like dalassen und dass sie den Kanal abonnieren. Das bringt auch etwas. Es gibt Kanäle, die machen das sehr fleißig. Die weisen immer wieder darauf hin, ja, dass ein Abo und ein Like, dass das nichts kostet, dass das umsonst ist, dass man damit dem Kanal hilft. Das ist auch alles schön und gut, aber ich muss sagen, ehrlich, mir ist das ein bisschen zu doof. Also wirklich alle paar Minuten darauf hinweisen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, ist doch kostenlos. Das ist irgendwie nicht mein Stil. Trotzdem bin ich davon nicht befreit. Auch wir sind darauf angewiesen. Ja, und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Wir machen einfach eine kleine Challenge, beziehungsweise wir geben etwas dafür, dass ihr den Kanal abonniert. Und ich habe mich ja schon die ganze Zeit so ein bisschen gewunden, einen Stream zu machen mit Ben bei Barkassen Elas. Elas hatte ja vorgeschlagen, dass wir mal kobern für sie, dass wir oben auf die Jan-Fedder-Promenade gehen und dort dann live im Stream Leute anquatschen und sie ja, quasi
davon überzeugen, dass sie unbedingt eine Hafenrundfahrt machen müssen. Ich fand das bisher nicht so überzeugend, war da noch nicht so hinterher. Und jetzt habe ich aber gesagt, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wenn wir bis zum 15. September 50.000 Abonnenten haben, dann werden Ben und ich live auf der Jan-Fedder-Promenade mit einem Livestream Kobern gehen. Dann werden wir da Leute anquatschen und werden versuchen, eine Barkasse voll zu machen. Ist das nicht ein Deal? Wir müssen ein bisschen leiden. Also ich muss leiden, Ben macht das irgendwie gerne. Und ihr helft ein bisschen mit, den Kanal zu pushen. Ein Abo, wie gesagt, kostet nichts. Wir wollen nichts machen, wo man irgendwie spenden muss oder wo man Geld dalassen muss. Das ist eine doofe Idee. Wir haben gesagt, wir machen etwas, was euch im Endeffekt nichts kostet, aber ihr müsst doch etwas tun und müsst ein bisschen Liebe für den Kanal zeigen und müsst sagen, hey, wir unterstützen das, komm, wir lassen ein Abo da. Ja, und da habe ich mal geguckt und dachte mir, ja Mensch, 50.000 bis Mitte September ist eine Challenge, ist aber machbar. Ist auf jeden Fall machbar, weil wir haben noch tolle Streams dazwischen, die von alleine schon ein paar Abonnenten bringen. Wir haben jetzt Papenburg, wir haben am Samstag Papenburg, wir haben, glaube ich, 12. 13. September, kurz vorher haben wir noch Cruise Days. Also es sind ein paar Streams dabei, die sowieso immer neue Leute auf den Kanal spülen. Aber trotzdem müsst ihr ein bisschen mithelfen. Ja? Und ich glaube einfach, dass es ganz viele Zuschauer gibt, die einfach immer mal so reinschauen. Hey, ein Abo dalassen ist nicht, tut nicht weh. Uns hilft es halt, es freut uns. Und ja, aus dem Grund gibt es jetzt auch eine kleine Anzeige, wo man dann auch, ja, alle 20, 25 Minuten wird die eingeblendet, wo man dann den genauen Stand der Abos sehen kann. Wir sind jetzt also bei 47.899, müssen also noch 2.100 schaffen. Ja, also ist natürlich für die doof, die sowieso den Kanal schon abonniert haben. Die würden am liebsten nochmal drauf drücken. Aber vielleicht teilt ihr ja auch ein bisschen. Ne? Vielleicht helft ihr ein bisschen mit, vielleicht erwähnt ihr es ab und zu mal. Vielleicht habt ihr ja noch Leute, wo ihr sagt, hey, die können wir auch noch mal ein bisschen animieren. Also uns würde es auf jeden Fall toll freuen. Und ja, wir haben auch zusätzlich überlegt, wir werden auch irgendwann was mit Likes machen. Likes sind auch so eine Sache, mag ich auch nicht immer ständig darauf hinweisen, aber ist halt auch ganz gut für den Algorithmus. Da wird es in Zukunft dann wahrscheinlich auch was geben, dass wir vielleicht irgendwie sowas machen, ab einer gewissen Anzahl von Likes füllen wir vielleicht ein Zeitkonto und dieses Zeitkonto tauschen wir dann ein gegen einen besonderen Stream oder so, ne, wo man dann sagt, Mensch, irgendwie für so und so viele Likes gibt es so und so viele Minuten, besonderen Stream, vielleicht mal eine Nacht durch oder ja, irgendwie mal so ein extra lang oder wir tauschen das ein in ehrenamtliche Arbeit hier auf einem Museumsschiff oder sowas. Irgendwie sowas in der Art. Ja, für die, die auf Twitch jetzt sind, da kommt gerade der Hinweis, Abo ist nicht kostenlos. Also, ich spreche jetzt im Moment nur von YouTube. Die Begrifflichkeit auf Twitch ist ja etwas anders. Was auf YouTube ein Abo ist, ist auf Twitch ein Follower. Ja? Und für Twitch werden wir uns noch mal separat was überlegen. Da werden wir irgendwann eine Extra-Challenge machen, wenn die hier durch ist. Weil beides gleichzeitig ist auch so ein bisschen schwer zu handeln. Aber wir wollen nichts machen, was jetzt etwas kostet. Also wir wollen nicht so eine Geschichte machen. Auf Twitch gibt es das manchmal, die nennen das Sabaton. Da gibt es dann so Geschichten wie, für jedes Abo, das abgeschlossen wird, streamt man 10 Minuten länger oder so. Und das finde ich nicht gut. Also nicht gegen Geld. Das wär eine doofe Geschichte. Aber deshalb müssen wir für Twitch das irgendwann noch mal anders machen. Und wir wollen das einfach mal so ein bisschen, ja, wollen wir mal gucken, wie das läuft. Ich hoffe, das macht so ein bisschen Spaß auch und ich hoffe, ihr habt auch so ein bisschen Lust drauf. Und vielleicht wird da ja in Zukunft was draus, was wir öfter mal machen. Es bringt dem Kanal was, euch macht es Spaß, ich muss leiden. Ja, und hier kommt auch schon die Perlenkette an Schiffen. Na? Ja, ich habe hier auch dafür nochmal so eine Einblendung vorbereitet. Ich werde das natürlich jetzt in Zukunft, also in den nächsten Streams werden wir das immer wieder erklären.
Gerade jetzt bei so einem Stream zur Mittagszeit sind natürlich nicht so viele Zuschauer dabei. Aber ich habe dann auch noch mal so eine Einblendung hier fertig gemacht. Ja, gucken wir mal. Vielleicht wird es lustig, vielleicht wird es eine Katastrophe. Auf jeden Fall kostet es nichts und ich glaube, dann kann man das einfach mal ausprobieren. Das hat dann nicht, ist dann halt nicht so eine, und dann ist es nicht so eine komische Like- oder Abo-Bettelei. Also ich glaube, da sind auch einige von euch echt allergisch gegen, wenn man im Stream alle 10 Minuten sagt, lasst doch ein Like da, lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal, bla bla bla. Genau, bis 15.09. Ja. Ist auf jeden Fall machbar, aber auch eine Herausforderung. Genau, der Chat liebt es, wenn ich leide. Ja, wer weiß, was uns da noch für Ideen kommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch die ein oder andere lustige Idee haben für dann ein paar besondere Stream-Challenges oder ähnliches. Und wie gesagt, Twitch machen wir dann später. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das so läuft. Nervt wie Seitenbacher Werbung, ja. Ja, das ist so, ne? Aber es bringt halt echt was, ne? Also die Kanäle, die das wirklich regelmäßig machen, da wird dann halt auch viel abonniert und geliked. Aber das ist nicht so der hanseatische Stil, würde ich mal sagen. Ja, Bernhard schlägt vor eine Nachttour durch St. Pauli und dann durch die Herbertstraße. Ja, Leute, da müsst ihr aber innerhalb von einer Woche 1 Million Likes zusammenkratzen. Dann können wir darüber reden. Backgame, wir werden uns das dann überlegen, wie wir das mit dem Filmen machen beim Koban. Wahrscheinlich werden wir die Kamera dann immer erstmal wegdrehen, so dass man dann nur ein bisschen Ton hat. Das müssen wir mal gucken, ja? Also wir müssen uns das überlegen. Gibt da natürlich in der Tat die ein oder andere Herausforderung, das live zu machen. Aber das ist erstmal die Idee dahinter. Oha, wer ist das denn hier? Kommt hier denn für eine schwimmende Baustelle an? Vorne ein halber Baum geladen. Wahrscheinlich haben die gerade irgendwo Böschung geschnitten oder so. MacGames hat 1 Million Likes. Nee, Abos. Vorsicht mit solchen Forderungen. Ja, in der Tat. Ne, wenn man nicht aufpasst und einmal das Falsche sagt, dann können solche Sachen auch mal viral gehen. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Aber bevor ich mich darauf einlasse, überlege ich schon, was wir da tun. Also das Datum für den Stream, das werden wir dann natürlich bekannt geben und dann hoffen wir natürlich, wenn wir da kommen, dass es ein bisschen Schützenhilfe gibt.
Jörg schreibt, Like, Abo, Mitgliedschaft kommt von allein, wenn der Inhalt und Präsentation stimmt. Und das ist hier der Fall. Ja, Jörg, da hast du absolut recht. Ich bin auch der Meinung, man soll durch Inhalte überzeugen und jemand soll auf den Like-Button drücken, weil er da Bock drauf hat und auf den Abo-Button und nicht, weil er dazu genötigt wird. Aber es gibt halt doch auch sehr viel faule Zuschauer. Ja? Die setzen sich davor, die gucken vielleicht auch am Fernseher und ja, die genießen dann, aber drücken dann doch nicht aktiv auf den Button oder abonnieren. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen nachhelfen. Wie gesagt, es ist ein Versuch. Es ist ein Versuch. So, nächste Fähre hier, die Finkenwerder. Und danach muss dann aber auch langsam mal Lufthansa starten, würde ich sagen. Ursi schickt 2 Schweizer Franken. Paddy, kannst du mal den Tonnenmann zeigen? Ursi, ich fürchte, ich stehe heute etwas zu weit vorne und habe den Dalben davor. Ich kann das gleich mal probieren. Ich kann mal gucken, ob wir den Tonnenmann da haben. Aber ich glaube, der ist hier ein bisschen weiter links. Oder ist der weiter rechts? Warte mal, wo ist denn der Tonnenmann? Nee, der ist, glaube ich, weiter links. Ursi, ich stehe heute echt doof. Entschuldigung, Ursi. Habe ich jetzt gar nicht an dich gedacht. Tini schickt dicken Drücker für Paddy und das gesamte Hamburg Hafen Live Team. Tini, danke schön. 10 €. Und Erika ist jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Dankeschön. Hallo. So, jetzt aber hier flott mit die Lufthansa, oder? Ja, die Drohne bis zum Tonnenmann, das wird ein bisschen schwierig. Das wird etwas schwierig. Lufthansa 1, wind 040 degrees 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. Paddy jetzt. Hamburg Hafen Live als Pausenstream. Ja, Dankeschön. Olaf schreibt, dann sollten wir noch bei dem Kult-Cobra Fabian auf der Reeperbahn Nachhilfe nehmen. Lustigerweise hätten wir sogar einen Kontakt zu dem Fabian, denn unser Kaffeeröster Hans, der röstet nämlich auch einen Kaffee für den Fabian. Es gibt einen Kult-Cobra Kaffee. Und der kommt aus der gleichen Rösterei, von dem gleichen Röstmeister wie der Hamburg Hafen Live Kaffee. Also theoretisch könnte man da vielleicht sogar anfragen, ob er uns vorher eine kleine Nachhilfe gibt.
So, ich will mal gerade noch was ausprobieren. Ich habe nämlich jetzt so eine Triple Cam. Die ist allerdings mehr zum Testen gedacht. Die will ich eigentlich nicht ständig im Einsatz haben. Muss ich nur einmal kurz ausprobieren. Ankerbänke, ich werde das alles nochmal erwähnen. Also das werde ich alles nochmal, das werden wir in Zukunft noch oft genug erwähnen, was wir da machen, was wir da vorhaben. Aber ein Koberer ist im Grunde genommen jemand, ja, der Begriff kommt von der Reeperbahn, der die Leute von der Straße holt und in die Nachtclubs bringt. Ja, hier haben wir sie, die Ever Ace. Auch nicht so üppig beladen. Jay Jordan, ich danke dir vielmals für dein Prime Sub. Schon 3 Monate dabei. Vielen, vielen Dank. Dirk verschenkt eine Mitgliedschaft. Dirk, fettes Dankeschön. Fettes Dankeschön. Und der Waschbär schickt Grüße aus Weinheim. 5 €, Dankeschön. Ja, MacGame, die Triple Cam ist nur so für besondere Zwecke. Für mich ist das in erster Linie, ich hatte die gemacht für eigentlich wollte ich heute so einen Lasttest machen. Mit allen Kameras und so ein bisschen was rumprobieren. Ist meiner Meinung nach nicht etwas, was man ständig einblenden sollte. Oh, hier haben wir gerade ein paar Übertragungsstörungen an der Kamera. Ja, Marius, wann die Ever Ace wieder ausläuft, also es ist eine ganz lustige Konstellation heute. Die Ever Ace, die geht jetzt zum Containerterminal Tollerort. Die wird gar nicht hier am Burchard-Kai drehen, sondern die geht zum Tollerort. Ich wollte mich auch erst zum Tollerort stellen, bis ich dann gesehen habe, dass da noch ein bisschen was an Schiffen kommt. Und die wird dann noch einmal verholt vom Tollerort zum Burchard-Kai. Also man könnte fast sagen, sie ist jetzt im Fiederdienst unterwegs. Guck mal, der Schlepper steht auf der Stelle fast. Übrigens, hat jemand von euch oder kennt jemand von euch das Magazin Dein Spiegel? Das ist irgendwie nicht der Hauptspiegel, also der normale Spiegel. Das muss irgendwie so eine Sonderausgabe sein. Da ist ein schöner Artikel mit Conny gerade drin, in der Ausgabe Nummer 9. Also falls das jemand von euch zufällig hat, guckt da mal rein, Seite 34.
Ja, ich bin auch schon wieder nicht alleine in der Luft. Ich habe gerade noch eine Drohne gesehen. Ich nehme, könnte sein, dass der Michi wieder unterwegs ist. Der lässt sich das eigentlich auch nicht entgehen bei so einem Wetter. Ach, ist das nicht schön hier? So eine saubere Tetris-Formation, hinten Achtern. So muss das sein. Farblich ganz gut komponiert. Und das sehen wir auch nicht so oft. Sieht man nicht so oft, dass eine Evergreen zum Tollerort geht. Schön, ne? Mit der Stadt im Hintergrund, Elbphilharmonie. Schon beeindruckend. Ja, den einen hellblauen habe ich auch gesehen. Den müsst ihr bitte mal auf euren Bildschirm übermalen. Ben, das Laden und Entladen zu zeigen, ist immer nicht so einfach. Also wenn wir das irgendwie zufällig mit drauf bekommen, dann machen wir das ganz gerne. Aber das ist nicht so leicht, alleine vom Timing her. Ja, und die Maersk kommt auch schon von hinten angetuckert. Da muss ich noch mal Akku wechseln, denn der war nicht ganz voll, als ich gestartet bin. Das mache ich jetzt mal eben. Und zwar möglichst bevor die Fähre hier kommt. Aber kann das sein, dass die Triple E erst dahinter kommt? Da kommt noch eine kleinere Maersk, oder? So. Ja. Auf YouTube und auf Twitch läuft das. Hamburg Hafen Live. Ah, okay, alles klar, super. Als Livestream. Jetzt gerade auch. Jetzt gerade auch live. Dann sag ich der Familie mal Bescheid. Danke. Warum hier so viele Möwen fliegen? Weil das ein Hafen ist. Ah, die Maersk Trumbull ist das, die da vorher noch kommt.
Das Netz ist heute leider nicht so gut. Keine Ahnung warum. Also kann sein, dass es immer mal wieder so ein paar kleine Störungen gibt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen läuft es recht flüssig. Sandra, Dankeschön für eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, danke. Thomas, herzlich willkommen bei unserem Kanal. Danke für die Mitgliedschaft. Ja, ach, die Fähre kommt da gar nicht. Nee, also Triple E ist eine Typbezeichnung. Ich vergesse das immer wieder, was das heißt. Das war irgendwas mit Energy Efficiency, Excellence of bla bla bla. Also irgendwie steht das dafür, dass die Schiffe damals zu der Zeit, als sie auf den Markt kamen oder gebaut wurden, besonders energieeffizient sind. Und das ist die sogenannte Triple E-Klasse. Das Schiff selber heißt Mayview Maersk. Davor kommt noch die Maersk Chambal. So, und ich kann wieder schnell starten. Oh nee, ich muss erstmal schnell die Akkus von der Drohne dranhängen, dass sie zwischendurch laden. So, okay. So. Da ganz im Hintergrund, da sieht man die Triple E, die Mayview Maersk, sehr charakteristisch mit 2 Schornsteinen, 2 Maschinen, 2 Propeller. Dirk hat auf seine Drohnensticker Lufthansen zugeklebt. Sehr lustig, sehr lustig. Michael ist unterwegs. Und dahinter dann auch der Peter. Was meine Lieblingsreederei ist, auch das kann ich gar nicht so sehr sagen, aber ich bin schon natürlich so ein bisschen Hapag-Lloyd verstrahlt, weil ich da halt auch ein paar Mal mitgefahren bin. Also Hapag-Lloyd
mag ich schon sehr gerne. Ich mag auch die Maersk-Schiffe sehr gerne. Aber auch Evergreen und One alleine, weil sie halt ein bisschen Farbe in die Geschichte bringen. Finde ich auch ganz toll. Ja, Thomas, das habe ich schon öfter erklärt, wie ich dazu gekommen bin mit der Streamerei. Aber es hat im Prinzip alles damit angefangen, dass ich mal mitgefahren bin auf Hapag-Lloyd-Schiffen. Ich komme ja eigentlich aus der Fotografie und Videografie. Und das Thema hat mich einfach so gepackt. Ja, und irgendwann kam ich halt auf diese Idee mit den Livestreams. Also, weil ich selber so gerne an der Elbe bin, Schiffe gucken. Und ich finde das so faszinierend, wenn hier diese dicken, riesigen Pötte reinkommen. Ja, und dann kam mir die Idee, Mensch, sowas live zu zeigen. Das war so ein bisschen die Idee an der Geschichte. Ankerbengel, du darfst uns natürlich gerne verlinken und dafür auch das Logo nehmen, Claro. Da freuen wir uns. Klar darfst du das machen. Ja, Samstag sind wir in Papenburg. Also ich bin in Papenburg. Auch eine schöne Patina, oder? Die Chambal. Moin. Moin. Ich wusste gar nicht, dass hier die Schiffe kommen. Ich habe natürlich mal 600er zu Hause liegen. Ja, aber die kommen ja relativ dicht, ne? Ja, ja. Geht das auch mit ein bisschen weniger Brennweite. Einer der größten sein, hat man mir erzählt. Die Evergreen, ja, das ist schon ein dicker Pott. Also die haben jetzt mit der Drohne, ne? Die Schiffe. Ja. Ne? Toll. Ja, wenn ich hier jetzt nebenbei Drohne fliege, dann kann ich natürlich nicht ganz so viel Chat lesen und Fragen beantworten, aber das wisst ihr ja, oder die meisten wissen das, aber ich sage es dann immer noch mal ganz gerne. So, jetzt haben wir gerade ein etwas schlechtes Bild von der Drohne, kommt gleich wieder. Jawohl, ein Gruß vom Donatus. Das ist mega. Dankeschön, lieber Donatus. Hörner von Containerschiffen zählen übrigens doppelt. So, jetzt haben wir hier auch wieder Signal. Da war gerade die Maersk zwischen, deshalb ist das Signal ein bisschen schlechter geworden. Ja, das ist der Donatus, den habe ich eben beim Aufbauen getroffen. Er wusste noch nicht genau, welches Schiff er bekommt. Immer eine schöne Überraschung. Mensch, ganz, ganz dickes Dankeschön, Donatus. Wo gibt's das schon? Ein Horn vom Containerschiff. Kreuzfahrthörner kann jeder.
Ich sage ja immer, Hamburg Hafen Live, Home of the Horn. Janine, willkommen bei uns auf dem Kanal. Ein neues Mitglied, Dankeschön. Und 5 € Superchat kamen auch. Endlich mal wieder live dabei mit Grüßen aus Paderborn. Dankeschön. Thomas Schmidt ist jetzt auch bei uns auf dem Kanal. Thomas, danke dir. Heute ordentlich was zu tun für Fairplay. Letztens war irgendwie absoluter Boluda-Tag. Heute ist Fairplay-Tag mit den beiden Maersk-Schiffen. Die haben ja alle feste Verträge mit den Reedereien. Und Boluda ist halt sehr stark im Hafen, Fairplay aber auch. Aber die ganz Großen, da macht dann doch Boluda mehr. Aber Maersk und ich glaube HMM, das sind auf jeden Fall immer Fairplay-Jobs. Birgit, Donatus ist ein Hafenlotse. Und den habe ich eben getroffen und der ist jetzt quasi als Lotse auf der Maersk Chambal. Und ja, immer wenn das passt und er sieht, dass ich hier streame und er vorbeifährt mit dem Schiff, dann versucht er ein Horn rauszuhauen, weil er genau weiß, dass wir das immer richtig abfeiern. Aber ich konnte ihn noch nicht überreden, mal mit in den Stream zu kommen. Das wäre noch mal was. Ach, guck mal, tolles Bild, oder? Mit der Evergreen hinten vor der Elbphilharmonie, die jetzt an toller Ort geht. Ein kleiner Fieder geht da noch durch. Oh ja, da werde ich ganz horny. Ja, Tanja sagt es auch nochmal, also das Horn ist wirklich extra für euch gedacht. Also Donatus guckt auch immer gerne die Streams und der hat da echt großen Spaß dran. Er findet auch, dass wir ein bisschen was tun dafür, dass einfach der Hafen und die Berufe hier im Hafen so ein bisschen bekannter werden. Und das ist einfach so ein kleines Dankeschön. Nee, Birgit, mit Donatus bin ich noch nie mitgefahren. Also wir haben mal einen Stream gemacht mit den Hafenlotsen, allerdings mit dem Ältermann, mit dem Henrik. Das war auch super. Also der Stream war richtig gut. Der war also mega informativ. Einige von euch haben den bestimmt gesehen. Und von hinten geht es schon weiter mit dem nächsten Fieder. Und dahinter sehen wir dann die Mayview Maersk Triple E-Klasse, nächste 400 Meter Dampfer. Hallo! Ich erschrecke mich immer, wenn jemand meinen Namen von der Fähre ruft. Guckt ihr gerade? Ja, cool. Serkans-Döner, also warum die Evergreen so bekannt ist, was heißt bekannt? Ja, man sieht sie halt hier sehr oft. Allerdings gibt es ja ein Schiff von Evergreen,
was wirklich weltbekannt ist, die Ever Given. Aber ich glaube, hier in Hamburg hängt es einfach mit der Frequenz zusammen und die 400 Meter Evergreen-Schiffe, die sind doch relativ häufig hier. Die Emotion, 170 Meter lang, 25 Meter breit, aktuell einen Tiefgang von 9 Metern, fährt unter niederländischer Flagge. Die kleinen kann man so schön umkreisen. Bei den großen habt ihr eben gesehen, ne? Wenn das Schiff dann irgendwie dazwischen ist, dann kann das schon mal mit dem Empfang der Drohne ein bisschen schwierig werden. Aber bei den kleinen geht das eigentlich ganz gut. Uwe, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, ein neues Fischmarkt-Mitglied. Ich begrüße dich ganz herzlich. So. Oh, Signal wieder schwach. Eieieiei. Was ist denn los heute hier mit dem Signal von die Drohne? Ja, Andi sagt es auch noch mal. Lasst gerne ein Abo da. Ich erzähle es gleich noch mal, was es mit der 50k Challenge auf sich hat. Detlef ist seit 16 Monaten dabei. Detlef, moin, Dankeschön. So, noch einmal schnell landen und dann kommt auch gleich schon als nächstes die Mayview. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Okay. Pitt, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal.
Dankeschön für die Mitgliedschaft. Danke, danke. So, ich erkläre das noch einmal mit der 50k Challenge. Also Likes und Abos sind ja für so einen Kanal ganz wichtig. Danach wird man ein bisschen bewertet und das hilft natürlich auch dem Algorithmus, damit dann neue Zuschauer dazukommen. Man wird dann öfter vorgeschlagen. Aber ich mag das nicht so gerne, irgendwie ständig jetzt zu sagen, Mensch, lasst ein Like da oder abonniert den Kanal. Das ist dann doch ein bisschen anstrengend, das ständig gebetsmühlenartig runter zu leiern. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir tauschen ein bisschen. Und zwar habe ich gesagt, wir gehen Kobern. Kobern, das sind die Leute, die auf der Jan-Fedder-Promenade, da Landungsbrücken und so stehen und Gäste anschnacken, damit sie eine Hafenrundfahrt machen. Ich hatte da bisher jetzt nicht so die große Lust drauf, habe mich da ein bisschen drum gedrückt, habe jetzt aber gesagt, Mensch, dann lass uns doch folgenden Deal machen. Wenn wir es schaffen, bis zum 15. September 50.000 Abonnenten auf YouTube zu bekommen, dann gehen Ben und ich dort live Kobern auf der Jan-Fedder-Promenade, schnacken Leute an und versuchen die davon zu überzeugen, dass sie unbedingt eine Hafenrundfahrt machen müssen. Das ist der kleine Deal, den ich mal versuche zu machen. Und ein Abo kostet ja nichts. Ich glaube einfach, dass wir sehr viele auch stille Zuschauer haben. Vielleicht welche, die auch nicht unbedingt immer sagen, Mensch, ich drücke immer auf ein Like oder immer auf einen Abo-Button oder so. Und damit versuchen wir euch aber mal so ein kleines bisschen zu animieren. Denn wie gesagt, es kostet nichts. Ihr tut was für den Kanal. Wir versuchen dann zurückzugeben mit schönen Streams. Und ich hoffe, dass das eine ganz gute Idee ist. Wie gesagt, es ist nichts, wo wir jetzt sagen, ihr müsst dafür zahlen oder so. Das würde ich jetzt nicht gut finden. Ups. Ja, Christian sagt 47.900 Abos. Es sind sogar 47.944. Und das Ganze betrifft natürlich in erster Linie YouTube. Wir werden uns für Twitch noch mal extra etwas ausdenken. Ja? Das machen wir noch mal extra. Ein Abo auf Twitch kostet ja was. Auf Twitch sind das dann Follower. Aber da werden wir dann irgendwann, wenn das durch ist, werden wir das Ganze als Twitch-Challenge machen. Und mit Likes werden wir uns auch irgendwann noch mal was überlegen. Aber erstmal fangen wir klein an und schauen mal, wie das Ganze läuft, wie das bei euch ankommt. Ja, jetzt warten wir erstmal auf die Mayview, nicht Mayflower. Ich bin auch im Mayflower Park in Southampton. Da habe ich gestern bei Soul & Chip geguckt, wie die Disney Fantasy rausgegangen ist. Ja, ich weiß nicht, was heute mit dem Netz los ist. Aber ich glaube, die Probleme halten sich noch in Grenzen.
Nee, die Mayview ist das letzte 400er Schiff für heute. Ich glaube, wir haben noch Abgänger. Kann das sein, dass noch eine APL rausgeht? Shipspotting Vietnam. Hello. Welcome on board. Elektron, ja. Die Container, die unten stehen, kommen auch raus. Aber das ist schon alles ganz gut durchorganisiert. Oftmals sieht man es in den Häfen auch, dass immer in der gleichen Bay geladen oder entladen wird. Also eine Bay ist eine Ladebucht, eine Ladesektion. Und oftmals sieht man es, dass dann halt an einer sehr viel geladen wird. Wenn jetzt zum Beispiel das Schiff nach Rotterdam kommt und dann sieht man halt, dass sie eine ganze Zeit an der gleichen Stelle zugange sind. Dann bleiben rechts und links die Container stehen und in einer Bay sind sie halt bis unten dann alle raus. Septo, ganz herzlichen Dank für dein Prime Sub. Werner Nowak lässt 2 € Superchat da. Werner, ganz lieben Dank auch an dich. Jubeline-Tag ist seit 6 Monaten dabei. Danke für den tollen Stream. Ja, gerne, gerne, gerne. Gerne, gerne, gerne. Ja, mit den Abos ist es ja so, dass ihr nicht die einzelnen Zähler seht. Also direkt bei uns auf dem Kanal seht ihr immer nur ganze 100er-Schritte. Das wird noch schlimmer, wenn man 100.000 hat, dann sieht man nur noch 1000er-Schritte. Und wenn man irgendwann im Millionenbereich ist, dann sieht man nur noch 100.000er-Schritte. Aber ich kann das auf einen Abonnenten genau sehen und deshalb blende ich das einfach von Zeit zu Zeit mal ein. Oh, ein Gruß von der Kirchdorf. Habe ich jetzt. Oh. Ach doch, sie ist im Bild auf der zweiten Kamera. Sehr schön. Sehr gut. So, schnell aufsteigen. Nächste Fähre ist da. Hallo! Richtig viele Kinder heute auf den Ferien. Auf den Fähren. Ja, Ferien haben die wahrscheinlich auch. Zurückbleiben bitte. Catch, stay back. Da kommt die Mayview Maersk. Sehr schöne Schiffsklasse, mag ich sehr, sehr gerne. Waren damals so die ersten 400-Meter-Schiffe. Gibt 2 Baureihen davon. Ich weiß gar nicht, ob die Mayview aus der ersten oder zweiten Baureihe ist. Zurückbleiben bitte. Catch, stay Die back. erste Baureihe hatte, glaube ich, knapp über 18.000 Toy. Die zweite Baureihe war dann so knapp 20.000.
wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Lässt sich sehr gut auf Wikipedia nachlesen. Das ist ein sehr schöner Eintrag zur Triple-E-Klasse. Oh, es sind jetzt überall Ferien. Krass. Birgit, es gibt auch Schiffe, die über 400 Meter sind, allerdings keine Containerschiffe und sind sehr wenige. Also das geht dann so in Richtung mobile Arbeitsplattformen. Ich weiß nicht, ob ein Tanker dabei ist. Containerschiffe sind wir bei 400 Meter am Ende angekommen. Jens-Peter, Dankeschön für 5 Euro. Er schreibt, vielleicht hilft es ja auch, wenn man ein Video hypt. Das habe ich schon zweimal gemacht. Hoffe, das hilft dem Kanal. Lasse da nichts unversucht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, was das mit diesem Hypen auf sich hat, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das ist irgendwie ein neues Feature von YouTube. Da gab es auch irgendwie eine E-Mail an alle YouTube-Partner. Ich habe das bei mir noch gar nicht gesehen. Also es gibt da irgendwie so ein Feature, dass man was hypen kann. Und da soll es dann irgendwie so Hype-Listen geben. Aber ich bin da ehrlich gesagt noch ein bisschen raus. Also ich habe das noch nicht ganz durchblickt und ich habe das bei mir auch noch nicht gesehen, dass ich ein Video hypen kann. Vielleicht haben das noch nicht alle. Also wenn da irgendwie jemand von euch mehr weiß, gerne Infos dazu. Okay, Mavio Maersk, erste Generation von der Triple-E-Klasse. Dankeschön. Leider wird die Evergreen irgendwann mitten in der Nacht um 3 Uhr oder so verholt. Das wäre auch noch ein tolles Bild, wenn die vom Tollerort zum Burchard-Kai verholt wird. Das wäre echt noch cool. Ja, Guido, ich kann dir das leider mit dem Hypen auch nicht erklären. Ich habe es bei mir hier auch noch nicht gefunden. Das muss noch eine neue Funktion sein. Also so ganz im Bilde bin ich da leider noch nicht. Doreen sagt, das wird beim nachträglich gucken angezeigt, da wo die Kommentare stehen. Ah, okay. Dankeschön. Na, auf die andere Seite von der Maersk fliege ich mal lieber nicht. Nicht, dass sie dann dazwischen ist. Es gibt wieder Probleme mit dem Funk. Resus, wenn der Schlepper jetzt einen Motorschaden bekommt, dann ist da ruckzuck ein anderer da. Glaub mal, die haben das alles einkalkuliert. Und ich sag mal, hinten sind ja auch 2 Schlepper dran. Das würden die schon ganz gut abgefangen bekommen. Peter, 2,49, in 18 Tagen geht's auf die Charhören. Ja, nicht nur bei dir, auch bei uns.
Oh, jetzt habe ich aber die falsche Kamera gewählt. Das war die mit der Fähre. Ah, die ist aber durchgerattert. War wohl eine 66. Ja, Suchti, es gibt jetzt die Wilhelmshaven Express. Nagelneu. Ich glaube, die ist sogar gerade in Wilhelmshaven oder war gerade da. Ah, Keks, das Geräusch ist schön, oder? Gebe ich dir voll recht. Ah, und hier könnt ihr auch mal die beiden Ruder sehen. Leinen sind auch schon hinten vorbereitet zum Anlegen. Ja, Jürgen, dann lass die dunklen Wolken doch mal bei der Elbcam. Brauchen wir hier nicht. Aber es zieht ordentlich Wind auf. Also es wird definitiv noch mal ein bisschen ungemütlicher. Gleich mal gucken nach der Maersk, wie das aussieht. Ob da irgendwas im Anmarsch ist oder ob ich irgendwann flüchten muss.
Ja, gut geguckt. Hinten ist ein hellblauer Container drin. Das ist einer von den neuen Maersk-Containern. Richtig schön in dem Maersk-Blau. Oh, man muss natürlich auch auf die richtige Kamera schalten, oder? Damit man das sieht. Resus, ja, bis jetzt macht die einen ganz guten Job bei Wind, die Drohne. Ja, guck, so ein klein bisschen hat das ja gebracht mit der Challenge. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Moin Torben, Digga. Manuela, ganz lieben Dank. 2 € für die Sonne aus Salzgitter. Eigentlich sollte das doch alles besser werden heute, Mensch. Was ist denn das eigentlich hier mit dem Wind? Ja, ich kann es gleich noch mal erklären mit der Challenge. Kommen ja doch immer einige später dazu. Um den Kanal ein klein bisschen zu pushen und weil halt Abos und Likes doch wichtig sind. Ich aber keine Lust habe, irgendwie ständig jetzt zu sagen, Mensch, abonniert den Kanal. Haben wir gesagt, wir machen eine kleine Mini-Challenge und wenn der Kanal bis 15.09. 50.000 Abonnenten knackt, dann werden Ben und ich auf der Jan-Vetter-Promenade für Barkassen-Ehlers kobern. Das heißt, wir werden dort Leute anquatschen und ihnen versuchen, Hafenrundfahrten anzudrehen. Das Ganze natürlich mit Livestream. Und ja, ich dachte mir, wir probieren das mal. Ein Abo kostet ja nichts, von daher finde ich, ist das eigentlich so ein ganz netter Deal, den man mal ausprobieren kann. Und vielleicht bringt es ja dem Kanal ein bisschen was. So, jetzt kriege ich auch die erste Windmeldung von der Drohne. Und ich würde jetzt mal landen. Wird nämlich echt hier immer pustiger. Also sie sagt jetzt so langsam, will sie etwas nörgeln. Oh, die steht auch ganz
ganz schön schief in der Luft. Aber trotzdem geil, was sie aushält. Boah, Leute, jetzt fängt das hier aber richtig an zu pusten. Was ist denn los? Sag mal nicht, dass das hier gleich einen richtigen Guss gibt. Bei dem Wind hält kein Schirm durch. Wow. Mal gerade nachgucken, was der Windmesser sagt. Ja, 15,2 Meter die Sekunde. Windstärke 7 haben wir jetzt. Aktuell. Tim sagt, es kommt Regen. Jetzt muss ich mal selber auf mein Regenradar gucken. Ist aber wenig, oder? Ist ein ganz kleines Regenfeld. Das Problem ist, bei dem Wind kann kein Mensch den Schirm halten. Heike, ja genau, das trifft, also was ich gesagt habe, betrifft natürlich erstmal nur YouTube. Wir werden uns für Twitch noch mal extra was ausdenken bezüglich einer Challenge. Das machen wir dann noch mal danach. Auf jeden Fall werde ich schon mal die Drohne einpacken, damit die nicht nass wird. Oh. Junge, Junge, Mensch, was ist denn das hier heute wieder? Aber jetzt abbauen macht auch irgendwie keinen Sinn. La Spatula, ganz lieben Dank für dein Twitch-Abo. 3 Monate schon, vielen, vielen Dank. Ja, Andi, nur eine kleine Husche. Das Problem ist halt der Wind. Ne? Also Windstärke 7 mit meinem großen Schirm. Das könnte ganz schön in die Hose gehen. Aber es ist zum Glück nicht so, dass ich jetzt eine riesige Regenwand sehe. Hier war noch die Frage, wie man Kanalmitglied werden kann. Da findet sich bei dem Kanal unten so ein Button für die Mitgliedschaft. Am besten funktioniert das eigentlich, wenn man Browser nimmt, nicht auf dem Handy. Und ja, der ist eigentlich direkt unterm Kanal oder unter den Videos ist eigentlich auch immer so ein Button. Nico, der Stream für den 9. ist bis jetzt nur eine Ankündigung. Oh, was ist denn das für ein Wind hier? Mann, oh Mann! Hilfe! Ja, es kann sein, dass die jetzt mit der Maersk tatsächlich etwas abwarten, weil der Wind kommt aus Westen. Das heißt, jetzt drückt er auf das Heck von der Maersk. Und wenn sie die jetzt natürlich direkt in den Wind drehen,
könnte das schon, dann könnte das schwierig werden, die da reinzudrehen. Also in der Tat könnte das sein, dass sie jetzt ein bisschen abwarten. Das wäre auf jeden Fall eine Erklärung. Adam, ganz lieben Dank. 10 Euro. Er empfiehlt unseren Kanal in seinem WhatsApp-Status. Hey, das ist cool, danke. Ja, Nico, Mensch, wenn du kein Geld hast, um Mitglied zu werden, ist doch nicht schlimm. Wir wollen ja hier grundsätzlich die Streams kostenlos halten, außer vielleicht ein bisschen Werbung. Es soll jeder die Möglichkeit haben zu gucken und alles, was an Spenden und Mitgliedschaften reinkommt, ist halt von den Leuten, die sagen, Mensch, das ist so cool, ich kann es mir leisten. Ich hau ein bisschen was in den Topf rein. Am Ende ist das so ein Gemeinschaftsding. Boah, also der Wind jetzt. Hilfe! Boah. Ja. Ja, die warten scheinbar tatsächlich ab. Die warten ab. Guckt euch mal das Wasser an. So, ich werde den Controller von der Drohne auch mal kurz einpacken. Leute, das wird wieder ein Stream, der wird in Erinnerung bleiben. So, jetzt kommt das Wasser. Ich muss das Laptop zumachen. Leute! Oh. So, ihr müsst mal schreiben, ob der Stream noch da ist. Müsste aber eigentlich. Ich habe jetzt nur leider kein Kontrollbild mehr. Der Feuerteufel schickt schöne Grüße aus Thüringen. Vielen Dank. Dankeschön. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Ja, jetzt kommt der Regen. Verdammt. Verdammt. Ich muss mal die zweite Kamera ein bisschen wegpacken. Also jetzt nur noch eine Kamera. Und ich versuche mal, aber ich fürchte, der Schirm ist zu groß dafür. Ich krieg den gar nicht auf. Das Gute ist, der Wind kommt direkt von hinten. Ich kann den Schirm einfach in meinen Rücken halten. Oh. Oh, schade, dass ich euch jetzt kein Behind the Scenes zeigen kann. Schade, schade. Schwarzbart Jürgen, Dankeschön für 5 verschenkte Subs. Danke, danke. Und ich sehe No to Love. Danke für 5 Euro. Super schön. Danke, danke.
Oh Guido, du bist aber lieb. Für Nico 2 Euro in den Hut geworfen. Ganz, ganz lieb. Ja, ich kann jetzt nicht umschalten. Ihr seht leider nichts. Der Wind kommt halt direkt von hinten. Ja, ich habe es gemerkt, dass ich auf der falschen Cam bin. Ich habe es gemerkt, weil ich kein Kontrollbild mehr habe. Ach, Leute. So, jetzt haben wir aber wieder ein Bild, oder? Ja, ihr seht blau. Schön. Kleiner Blindflug. Ja, das Blaue ist übrigens mein Bollerwagen. Ja, krass, ne? Die warten mit der Maersk jetzt echt den Wind ab. Da warten wir doch gemeinsam, da erklären wir uns solidarisch und sagen, wenn die Maersk dem Wind standhält, dann müssen wir das auch. Teststream, jawohl, ja. Aber viel Regen ist es nicht. Viel ist es nicht. Danke Sandra, 5 Franken. Und wahrscheinlich haben wir dann in 10 oder 15 Minuten plötzlich strahlenden Sonnenschein. Kommt da noch ein weiterer Schlepper zur Hilfe? Sieht so aus, oder? Oh Lord. Gut, dass mir das vorher keiner gesagt hat. Ich wäre zu Hause geblieben. Ja, da kommt ein 4. Schlepper, oder? Vielleicht drehen die auch jetzt, wenn der 4. das ist. Aber ich glaube, der Wind lässt etwas nach. La la la. Oh, haben wir Hype Train Level 3 erreicht auf Twitch. Ja. Passt zu dem kleinen Windstoß. Boah, jetzt würde ich gerne den Funk hören. Also Regen ist auf jeden Fall nicht mehr da. Gucken, ob ich
zweite Kamera wieder aufstellen kann. Aber wenigstens läuft die zweite Kamera, denn da ist das Mikro dran. Kilo, nee, der Funk ist nicht verschlüsselt, den kann man theoretisch mithören. Aber man darf halt keinen Funk hier öffentlich übertragen. So, mal schauen, ob die zweite Kamera noch geht. Ja. Ja, jetzt wird die Maersk gedreht. Vierter Schlepper ist da. Wind hat deutlich nachgelassen. Boah, was war das denn? Mann, was war das denn? So, jetzt aber flott nach Hause. Flott, flott nach Hause. CNO, ganz herzlichen Dank für 10 € per PayPal für die erschwerten Wetterbedingungen heute. Hat viel Spaß gemacht. Ja, ich weiß, wenn ich leide, macht es Spaß. Aber gibt ja auch diesen englischen Flugzeugkanal Big Jet TV. Der streamt immer, wenn Sturm ist. Und das ist unglaublich, da sind manchmal über 20.000 Leute dabei. Stefan, 17 Monate auf der Speicherstadt. Sturmdrücker, ja, Sturmdrücker. Den brauchen wir heute. Übrigens, Sturmdrücker, nochmal für alle, die das nicht wissen, ist auch ein Begriff aus der Schleppersprache. Wenn richtig Sturm im Hafen ist, dann werden teilweise Schlepper angefordert, die einfach die Schiffe nur zusätzlich an die Pier drücken. Ja, damit die sich nicht von den Leinen losreißen. Und das nennt man dann Sturmdrücker. Das haben wir bei einem Stream mit dem Philipp auf Fairplay 95 mal gelernt. Und so ist dann auch die Idee für den Kaffeenamen Sturmdrücker entstanden. Zeit für Müsli-Riegel. Es beruhigt sich.
Ja, bei dem Wind hat die Drohne dann kapituliert. Also Windstärke 7, vielleicht haben wir sogar zwischenzeitlich mal eine 8 erreicht. Aber jetzt ist er wieder runter. Mal gerade nachgucken. Jetzt haben wir eine 4. Krass, oder? Jetzt haben wir Windstärke 4. Oh, NYK Vega kommt aus dem Köbrand. Da kommt noch mal 10 Euro per PayPal rein von dem User Anonymous. Herzlichen Dank für die nächsten Müsli-Riegel. Dankeschön. Sieht schon wieder besser aus, Achtern. Vielleicht kann Lufthansa dann gleich noch mal starten. Sonntag dann Papenburg mit dem Ausdocken der Disney Dream. Vielleicht gibt es morgen Abend einen Stream. Einer unserer Zuschauer, der startet eine Frachtschiffreise mit der Judith. Mit dem bin ich in Kontakt. Das wird dann aber wahrscheinlich eher was Spätes. Will ich lieber auch noch nicht versprechen. Und Sonntag bin ich mit Ben und Conny auf dem Schlepper in Rostock bei der Hanse Sail. Also ich finde, wir haben ein ganz schönes Programm. Ich muss euch gleich nur einmal kurz alleine lassen. Das mache ich, glaube ich, jetzt, bevor die nächsten Schiffe kommen. Dann könnt ihr hier gucken, wie die Maersk einparkt. Ich muss einmal schnell die Spundwand kontrollieren. So, wieder da.
Der Pott heißt Judith. Otte. Das Schiff heißt Judith. Nein, Samstag ist Papenburg, Sonntag ist Hansesale. Habe ich mich verquatscht? Ach, die APL geht am 6.8. Aber das ist doch heute. Skolze. 6.8.15:30. Das ist doch heute. Also ich hatte irgendeine APL in der Segelliste gesehen. Nee, Klaus, ich fahre hier mit dem Auto hin, sonst ist das mit dem Equipment ein bisschen schwierig. Würde zwar auch gehen mit dem Bollerwagen, aber ich fahre mit dem Auto. Katrin, keine Nebelwitze für Papenburg. Pfui, aus. Okay, die NYK kommt auch gleich. Danke für die Info. Bausi, für Papenburg ist gar nichts bestätigt. Das kann sich immer kurzfristig ändern. Aktuell ist die Ansage 9 Uhr, aber Papenburg behält sich das immer vor, auch aufgrund von Wind und Wetter, die Zeiten zu verschieben. Manchmal fangen die auch, wenn sie 9 Uhr sagen, schon um 6 an. Antibank, ich kann hier einen Chat, ich sehe hier beide Chats zusammen, aber laut Twitch-Richtlinien, Captain Grabak sagt es auch gerade, ist das nicht erlaubt, in einem Multistream beide Chats zusammenzuschalten. Warum, weiß der Geier, keine Ahnung. Aber ich würde den Chat eh nicht im Bild einblenden. Also manche haben das ja, dass im Stream selber, im Streambild nochmal der Chat läuft. Da könnte man das theoretisch machen, aber ich finde das störend. Also wenn über dem eigentlichen Streambild dann noch ein Chat läuft, das kannst du machen, wenn du nur so einen Laber-Chat hast. Aber ich finde, hier sollte doch der Großteil des Bildes für das Bild sein. War was mit Wetter? Ich frage mal für einen Freund, war da was eben? Nee, ne? Alles gut. Keine besonderen Vorkommnisse.
schöne alte Fähre, die Kirchdorf. Oh, so, Schwenk um, Buddy. Da haben wir einmal, oh, schön viele pinke Container drauf. Hansi, moin und danke für die 2,49. Nein, heute live haben wir noch keinen Unfall gefilmt und ehrlich gesagt möchte ich das auch nicht. Und bin ganz froh, dass wir da bisher verschont blieben. Andreas, Mensch, auch schon 16 Monate. Wenn wettermäßig etwas war, hat der Sensorfleck es verdeckt. Ach, guck mal, da ist ja eine Elaspargasse. Lufthansa 1, wind 040 degrees 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. Nico, hör mal mit dem Quatsch auf. Ja, diese Ansage hat tatsächlich ein echter Fluglotse eingesprochen. Das ist der, oh, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, war es der Cousin? Auf jeden Fall ein Bekannter oder Familienmitglied von der lieben Sandra. Mein Hund und ich, die hat das organisiert. Ja, Guido, ich traue mich heute nicht so ganz tief übers Wasser. Ich hoffe, du hast Verständnis.
Rita, ich danke dir für 5 Euro per PayPal. Danke für die schönen Bilder, ja, sehr gerne. Und Guido schickt einen Drohnendollar, 2 Euro für sensationtive Bilder. Dankeschön. Nee, ist keine One. Ach ja, guck mal, hier schreibt Sandra nochmal. Sandra, Mensch, danke nochmal für 2 Franken. Cousin Markus war das. Genau, der Cousin war es. Wusste es jetzt nicht mehr ganz genau. Hamburger Dern ist auch seit 15 Monaten dabei und dachte spontan, das wäre eine One. Es sind auf jeden Fall eine Menge pinker Container drauf. Oh, hier ist gerade irgendein Vogel. Irgendwas ist in Fuhlsbüttel gestartet und hat hier erstmal eine Runde gedreht. Ja, APL macht sich auch bereit. Geht dann auch gleich raus. Ach, ein Testflug war das mit der Ratte. Eine RAD. Wofür steht RAD nochmal? RAM Auxiliary Turbine oder sowas ähnliches. Ach, der hat den Anflug auf Finkenwerder abgebrochen. Ah, okay. Ein Testflug, okay. Interessant. Interessant. Ach, guck mal, die haben aber auch einen schönen Platz, die Jungs, oder? Geil.
Oh, wie gerne würde ich da jetzt stehen. Wie gerne würde ich da jetzt stehen. Wahnsinn. Richtig gut. Ja, die brauchen hier keine Schlepper mehr. Die sind wahrscheinlich losgegangen, als sie aus dem Kühlbrand rausgekommen ist. ...338 Meter waren das, glaube ich, ne? Ach, Ram Air Turbine heißt das. Ja, genau, das Air. Das fehlte mir. Detlef, Dankeschön. 20 Monate schon dabei. One und Pink, immer toll, ja, in der Tat. Löwenjack, das Magazin, was ich empfohlen hatte, das heißt Dein Spiegel. Also das ist, glaube ich, nicht der normale Spiegel. Das muss irgend so ein Ableger sein. Und da ist ein zweiseitiger Artikel über den Conny drin, den Schlepperkapitän. ...9000 Container passen drauf. Auf die NYK Vega. Oh, Julchen, auch schon 27 Monate dabei. Sensationelle Streams und super Unterhaltung. Herzlichen Dank, meine Liebe. 27 Monate. Ja, Julchen 05. Ich erinnere mich, eine der ersten Stunden, Mensch. Ganz, ganz lieben Dank. Abgefahren ist auch seit 11 Monaten dabei auf Twitch. Und hier hätte ich noch was für unsere Flugzeugfreunde. Das ist bestimmt dieser Testflug, der eben... Oh, jetzt kommt die Fähre. Mal gucken, ob wir den hier zusammen mit dem Containerschiff ins Bild kriegen. Der muss doch da jetzt... Ah, starkes Bild. Wow, geil. Ja, drüber fliegen dürfen sie ja nicht, also da ist noch einiges an Platz. Aber so sieht das auch schon sehr cool aus. Was hier jetzt übrigens so flimmert,
Das ist die Abwärme von der Fähre. Manchmal parken die so, dass das hier direkt vor die Kamera geht und dann flimmert das Bild total. Wieso kann ich denn jetzt meine Kamera nicht mehr umschalten? Irgendwie geht das Umschalten der Kameras nicht mehr. Okay. Bitte bleiben Sie ungeduldig. Da ist es wieder. Da geht's wieder. Geht doch nichts über eine Operation am offenen Herzen. Aber ich muss eh landen. Hey, jetzt schaltet er schon wieder nicht um. Was ist denn los hier? Ich muss gleich mal was Neues starten. Kann sich nur um Stunden handeln. Mann. So, kommen wir jetzt wieder auf die erste Kamera? Ja, da ist sie, okay. Dann einmal landen und gleich Akku tauschen. Und dann haben wir ja noch die APL gleich als Finale. Ja, noch einmal die Jungs vom Lotsenboot. Gerade auch gewunken, aber Paddy war mal wieder zu spät. So, was haben wir denn hier? Der Wilhelmsburger verschenkt ein Sub. Herzlichen Dank, mein Lieber. Und noch ein Sub direkt an den Millionär. Vielen Dank dafür. Hamburger deren 5 € Superchat für die tolle Idee, aus dem Hafen zu streamen und euch mitzunehmen. Und das schon seit über 2 Jahren. Sehr gerne. Ich finde die Idee ehrlich gesagt auch ganz gut. Manuela Wassmann, 2 € Superchat. Dein Spiegel ist der Spiegel für Kinder. Okay.
Da habe ich jetzt was verpasst, Manuela. Oh, Dankeschön. Septo ist seit 6 Monaten dabei. Einfach geniale Bilder. Vielen Dank. Und der Hessenblitz ist da. 10 Euro Superchat. Mit einem herzlichen Gude aus dem sonnigen Biebrich. Dankeschön. Ja, hier nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere 50k Challenge. Wenn wir bis zum 15.09. die 50.000 knacken, dann werden Ben und ich auf der Jan-Fedder-Promenade kobern. Das heißt, Leute anquatschen und ihnen versuchen, eine Hafenrundfahrt zu verkaufen. Das haben wir mal so als kleine Challenge gemacht, um den Kanal so ein bisschen zu pushen. Ein Abo kostet ja nichts. Und wir dachten uns, hey, vielleicht kann man ja so einfach mal den Kanal noch mal so ein bisschen nach vorne bringen, weil Abos und Likes sind schon wichtig, aber ständig danach fragen ist irgendwie auch ein bisschen doof. Guido konnte noch einen Restwinken sehen. Ja. Ja, dann ist die APL der nächste Abgänger. Ach, dein Spiegel ist das Magazin, was ich empfohlen habe. Ja, oh. Ich pack mich echt weg. Ich schmeiß gleich alles in die Elbe. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Leute, ihr könnt hier live zugucken, wie jemand altert. Warte mal, so wollte ich das eigentlich haben. Guck mal hier, haben wir mal ein bisschen Bild in Bild. Seht ihr den Paddy mal bei der Arbeit? Moin Leute! Ach guck mal, da kommt der Mercator oder die Mercator. Sich ab und zu mal zeigen ist ja nicht so verkehrt, ne? Ach so, das ist ein Magazin für Kinder oder Jugendliche. Jetzt habe ich es auch kapiert. Mensch, Leute, habe ich eine lange Leitung heute. Manuela, danke für die Nachhilfestunde. Danke, danke, danke. 2 Euro Superchat, ey. Mann. Mann, oh Mann, ey. Ja, jetzt könnt ihr mir beim Altern zugucken. Ups. Und wie ich die Kamera ständig verschwenke. Hilfe. Ja, Holger, du musst dich da nicht diskriminiert fühlen. Wir sitzen einfach im selben Boot. Ja, Monstor, wenn du in Hamburg bist, dann werden wir dich ankobern. Du schreist ja förmlich danach. Schreit förmlich danach, ja. Wobei ich finde, die so auf der Jan-Fedder-Promenade und an Landungsbrücken, das hat immer noch so ein bisschen Charme. Wisst ihr, was ich total unangenehm finde? Das sind die, die am Flughafen immer stehen und versuchen, euch eine Kreditkarte anzudrehen. Das ist irgendwie immer, oh, das, wie sagen die Jugendlichen heute, das ist cringe, oder? Splitscreen findest du besser, Hotter? Ja, da ist aber dann so viel vom Bild weg, ne?
Geht ja beides. Das Problem ist, die zweite Kamera muss ich dann immer umstellen, damit die weit genug wegsteht und mich filmen kann. Holger, ach ja, und Dankeschön für die 8 Monate. Ja, danke, danke. Maulwurf 68 ist auch seit 4 Monaten dabei. Danke für deinen Prime-Sub. Sebastian, ich glaube, der Monster meinte die Leute, die an den Landungsbrücken Kobern mit auf den Geist gehen. Ich glaube, er hat das nicht böse gemeint. Oder? Oder doch? Ich bin das, der hier gerade an der 62 ist. So, nochmal. Ich bin das an der 62, sorry. War gerade nicht zu hören. Ach, die Kaishu kommt von hinten. Kommt auch schon wieder eine Fähre. Oh, boah, hier ist ja richtig was los. Richtig was los hier. CS Magic, ja, winkt doch mal auf der Rückfahrt, aber vorher ankündigen am besten, weil ich halte immer nicht auf die Fähre drauf. Ne? Nicht jeder mag das ja, gefilmt zu werden. Oh, Kirsten sagt, Elas nennt den Job Fahrgastanwerber. Ja, Marco, ich weiß nicht, warum du den Kanal erst jetzt findest, aber wenn du ihn gut findest, dann bleib doch ein bisschen bei uns. Moin, moin. Ach, Michi. Ja. Musst du wieder aufladen oder warum fährt? Ja, genau, ich bin auf dem Weg zurück. Michi fährt immer Fähre, wenn er seine Drohnenakkus aufladen muss. Kommt denn noch irgendwas Interessantes oder fährst du nach Hause? Stück MSC und Maersk. MSC und mehr. Und die APL geht, glaube ich, gerade raus, ne? Viel Erfolg noch. Dir auch, viel Spaß.
Der Wind wird wieder stärker. Aber wir können ja mal umschalten zur Kaishu. Proxima, das kann durchaus vorkommen, dass Leinen sich mal im Antrieb verheddern. Also es ist äußerst selten, da passen die schon ordentlich auf. Aber das ist dann zum Beispiel ein Job für die Taucher hier im Hafen. Die tauchen dann runter und holen dann die Leinenreste aus den Propellern raus. Ja gut, die Drohne ist schon drin. Ach guck, geht doch. 48.000 haben wir schon. Ich fürchte, die Challenge ist zu leicht ausgelegt. Mayo, Samstag Papenburg, jawohl. Wer das nicht kennt, was hier kommt, die Kaishu, das ist ein Saugbagger, ein Hopper-Dredger. Und die sieht man sehr häufig hier. Wir hatten sie jetzt eine Zeit lang nicht, aber die sind halt ständig am Nachbaggern. Also die Fahrrinne in der Elbe, die muss ja permanent immer wieder ein bisschen nachgebaggert werden. Ja, und der sieht leer aus, wird jetzt zu seinem Einsatzgebiet fahren und dann wieder ein bisschen baggern. Ja, Tanja schreibt es nochmal. Stimmt, Sonntag ist Ben dabei. Am Sonntag. Und Conny auch. Also dickes Dankeschön für alle, die den Kanal hier unterstützen und dann auch den Spaß mitmachen mit der Challenge. Ein Abo dalassen. Und wie gesagt, für Twitch gibt es dann extra was. Katrin, ja, in der Fähre gibt es Steckdosen, in der Tat. Wusste ich auch nicht, aber Michi hatte mir das mal gesagt. Michi ist ja ganz oft hier am Elbstrand unterwegs. Also wer seinen Kanal mal angeschaut hat, der macht ja nur Drohnenaufnahmen und muss natürlich dann zwischendurch mal irgendwie alles wieder voll bekommen. Der hat zwar auch noch extra Powerbank und so mit. Oh, hier ist Attacke. Das gibt wieder eine schöne Welle. Danke, Jungs, danke. Ist doch keine Autobahn hier. Katrin, Sonntagvormittag.
Was? 19,8 Knoten hatte der drauf? Der ist anständig. Oh, Johanna. Oder Joanna. Joanna, sage ich mal. Oder Joanna. 5 Euro Trinkgeld, vielen, vielen Dank. Spritgeld für die Tour nach Papenburg. Herzlichen Dank. Ich habe doch hier noch was. Wo ist es denn? Von der Kaishu hatten wir auch schon mal ein Horn. Auch das hat damals der Donatus organisiert. Also auf der Kaishu ist auch ein Lotse drauf. Das heißt, die ganze Zeit beim Baggern ist da ein Lotse mit bei. Und navigiert das Schiff. Cleaner EU, herzlichen Dank für deinen Prime Sub. Willkommen an Bord. War krass leer. Schöner Wulzbug. Und der Lotse hat aber hier ordentlich Welle gemacht. Auch immer interessant zu sehen, wenn die am Baggern sind. So, ich glaube, bei der APL tut sich gleich was. Zumindest sind die Schlepper alle schon mal auf der Backbordseite. Ronny, vielen Dank. Gerade den Kanal gefunden und sofort abonniert. Dickes Dankeschön dafür. War letztes Wochenende noch in Hamburg mit der Hafenrundfahrt. Bis nach Blankenese. Bei deinen Aufnahmen sind die Erinnerungen wieder da. Ach, das freut mich. Schön, schön. Ronny, willkommen an Bord.
Löwenjack, das ist die Ausgabe 09 von Dein Spiegel. Vielleicht kommt die auch jetzt erst. Also die muss ganz neu sein. Ich weiß nicht, ob die schon offiziell erschienen ist. Conny hatte mir nur ein PDF geschickt. 0925. Da ist der Bericht mit Conny drin. Yes, Magic kommt zurück. Ja, Filmen ist doof, es sind viele Kinder auf den Fähren, das stimmt. Nein, auf dem Cover bin ich nicht. Stefan, so weit haben wir es noch nicht geschafft. Aber immerhin waren wir schon mal im Ozeanum, Jahrbuch der Schifffahrt. Da ist ein Artikel über Hamburg Hafen Live. Und im Deutsche Seeschifffahrt, dem Magazin vom Verband Deutscher Reeder. Da gab es auch schon mal einen kleinen Artikel. Christoph schreibt, auf der nächsten Fähre ist er. Ja, Christoph. Christoph fährt morgen mit der Judith auf Frachtschiffreise. Und nein, Judith ist nicht seine Partnerin, Judith ist das Schiff. Ja, viele Menschen drauf. Da kann ich jetzt nicht hinfilmen. Bitte? Heute schon was Spannendes. Ja, hat sich gelohnt heute. Und einmal weggeflogen bin ich. Ja, mal gucken. Also jetzt erstmal die APL und dann schauen wir mal weiter. Viel Spaß. Ich wollte doch heute nicht so lange machen. Soll doch nicht schon wieder ein 4-Stunden-Stream werden. So, die APL Columbus legt ab, muss auch gedreht werden. Ja, und hinten am Horizont sehe ich auch schon die Maersk Bulan. Moin, bist du Christoph? Ich bin Christoph. Ach Christoph, moin, hallo. Moin. Ja, schön dich zu treffen. Genau. Hast du schon was Neues gehört wegen morgen? Noch nicht. Also, Steht immer noch auf 22 Uhr? Also so wie das, wie Frachtschiffreisen Pfeiffer sagte, wird das auch der letzte Terminal sein, glaube ich. Also von da aus geht es dann, also Eurogate in der Nacht und dann CTB und dann Ja. CTA, genau. Also da soll ich zumindest aufs Schiff gehen dann, am Nachmittag. Ja, das wird auf jeden Fall cool. Wo geht die Reise hin? So weiß ich noch gar nicht, aber ich habe dann jetzt mal die Unit mal über ein paar Wochen verfolgt. So, die häufigsten Stops sind Helsinki, Riga oder Klaipeda gewesen. Ah, okay. Ah, es wird bestimmt cool. Ja. Das wird cool. Ja, wie gesagt, ich kann es dir nicht versprechen. Mal gucken, ob ich morgen Abend einen Stream mache. Ja.
wenn das Wetter mitspielt. Ja, das ist ja so, dass man sympathisch ist. Na, aber ich weiß, es gehen, glaube ich, morgen auch noch, es sind auch noch 2, 3 andere Abgänger. Ja, Wäre mal ein schöner Stream wieder genau. bei Dunkelheit. Ja, ich hatte da eben immer reingeguckt, da stand halt immer lange Zeit so drin, wie ich es geschickt hatte und dann, genau, haben es gestern geändert. Die Ablegeuhrzeit ist erst bestätigt, wenn die Leine los ist. Ja. Das habe ich mir dann auch gedacht. Ja. Fruchtgehalt, ich habe 2 Kameras und eine Drohne. Das heißt, du gehst aber auch morgen erst an Bord, ne? Genau. Ja. Und heute noch im Hotel, genau. Hey, ich habe ja noch ein Brötchen. Ach guck, die nutzen ein bisschen die Einfahrt zum Parkhafen mit, damit sie nicht die komplette Elbe lahmlegen. Und schon haben wir wieder Sonnenschein. Aber du hast auch ordentlich Kameraausrüstung mit. Ja, cool. Ja. Ich komme ursprünglich aus dem Fliegerspotting. Ah, okay. Und, Ja, aber da wirst du bestimmt coole Bilder machen ja, auf der Judith. Hast du irgendwie Instagram oder so? genau, ja. Ja? Ja, bin ich auch mit Klarnamen drin, also wie bei, genau wie im Chat sozusagen. Wie ist dein Instagram-Name? Vielleicht können wir den mal posten. Christoph.kuhlmann und dann Dresden Trains. Okay. Aber warte mal, wir hatten doch geschrieben. Genau. Mhm. Ja, das ist der. Ich schicke den mal eben an unsere Moderatoren. Vielleicht können die den mal. Christoph.kuhlmann, dann kann man dann genau Ja. weiter. Profil-URL kopieren. Okay, ich poste das mal oder ich schicke das mal an unsere Moderatoren. Und vielleicht hat ja jemand Lust, dem Christoph zu folgen auf Instagram. Der geht jetzt auf Frachtschiffreise morgen mit der Judith. Cleaner EU, welcher Content wird hier gestreamt? Ja, was meinst du denn? Hä? Schiffe! Blaue Schiffe, rote Schiffe, grüne Schiffe, große Schiffe, kleine Schiffe mit Menschen und Containern an Bord. Hessenblitz verschenkt 5 Mitgliedschaften. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Und Cleaner EU, ach, das habe ich ja eben schon gesagt. Aber danke auf jeden Fall, dass du dabei bist mit einem Prime Sub. Und ab und zu geht es auch um Hamburg allgemein, wenn wir so einen kleinen Walk machen.
Aber schön, dass heute wieder so viele neue den Kanal finden. Nur unsere stille Zuschauerbeauftragte, die muss leider arbeiten, Schwester Hansen. Fruchtgehalt, die Streams gehen immer unterschiedlich lange. Das kann mal sein, dass sie nur 45 Minuten gehen, manchmal gehen sie auch mehrere Stunden. Das ist halt immer sehr davon abhängig, was halt so passiert im Hafen. Ne? Vorsicht einmal hier. Also wenn viel los ist und viele Schiffe kommen, dann kann das auch schon mal mehrere Stunden sein. Aber ja, wenn da nichts mehr passiert, dann macht es halt auch keinen Sinn, den Stream weiterlaufen zu lassen. Also ich sage mal, ich bin Sklave der Gezeiten und der Schiffsfahrpläne. Joanna, ich kann dir noch nicht ganz genau sagen, wo ich am Samstag stehe in Papenburg, aber ich nehme mal an, so gegenüber von vom Tor, von dem Docktor. Weil an der Seite würde ich mich auch ganz gerne hinstellen, da ist aber ein Zaun. Da durchfilmen ist so ein bisschen doof. Die Ehrbergers kommen mal wieder rüber. Moin ihr Lieben, 58 Landratten kommen an Bord. So, guck mal, vorne der Schlepper schon los. Nee, ist noch gar nicht los. Der hat die Leine nur ein bisschen nass gemacht. Die war wohl dreckig. Ja, Stefan, die Drohne ist schnell auf Position, weil ich die eigentlich nur nach oben schicke. Also ich muss mit der nicht weit fliegen. Die ist eigentlich immer, die fliege ich nur ein kleines Stück weg, dass ich die Geräusche nicht habe. Aber die ist selten weiter als 100 Meter. Lass sie mal 200 Meter weit weg sein, aber viel mehr eigentlich nicht. Ja, Claudia, Licht wird jetzt richtig gut. Also wenn man bedenkt, was wir hier vor einer, das ist eine halbe Stunde her oder so, ne? Da hatten wir hier richtig Attacke.
Kann das eigentlich sein, dass die Kaishu schon ihren Baggerplatz erreicht hat? Die hat doch da schon den Bagger runtergelassen, wenn ich das richtig sehe. Nee, Stefan, das fliege ich alles manuell. Da brauche ich kein GPS für. Das geht auch so ganz gut. Da war ich mal wieder gerade ein bisschen zu weit hinter den Bäumen. Oh, keinen frischen Akku eingelegt in die Drohne. Paddy, Mann. SWSC 73, jetzt musst du mir aber mal erklären, wieso dir die Anwohner leid tun. Hallo? Bester Elbblick, Sahnegrundstücke mit die teuersten in ganz Hamburg. Ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum die dir leid tun sollten. Oh, haben wir den Lotsen heute mal auf der Backbordseite. Auch schön mal so zu sehen, die Lotsenpforte. Ah, da kommen sie auch schon. Da kommen die Jungs. Also vorhin, als hier Windstärke 7 war, da hätten die es nicht so entspannt gehabt.
gerade ein bisschen zittrig. Ach, im Hintergrund sehen wir auch schon die Maersk. Das Licht. Eva, wow, 20 Schweizer Franken, vielen, vielen Dank. Danke, danke. Ja, ein Hoch auf den Trottel, der einen halbvollen Akku eingelegt hat. Aber wir haben jetzt noch einen Moment, bis die Maersk kommt. Ja, ich weiß auch nicht, was heute los mit mir ist. Ich habe doch gesagt, ihr könnt mir heute im Stream beim Altern zugucken. So, ich muss jetzt aber mal ein paar andere Akkus hier checken. Da haben wir einen 50er, einen 46er, einen 45er haben wir. Und der Hauptakku, oh, 35. Der große.
Ja, das Drohne nachladen, das zieht richtig Strom. Ich muss mir mal, glaube ich, noch eine Powerbank dafür mitnehmen. Oder noch mal eine extra Powerstation für Drohnenakku nachladen. Harry Potter, auch ein schöner Name. Das ist eine Mavic 4. Ja, die Maersk nehmen wir doch noch mit, oder? Was sagt ihr, Mensch? Wetter ist gerade schön. Tanja wird mich nachher wieder ausschimpfen. Du wolltest doch nur kurz was testen. Wie lange geht deine Reise mit der Judith? Geplant 10 Tage. 10 Tage. Mal gucken, genau. Mit den üblichen Unwegsamkeiten. Aber die Fieder sind eigentlich so relativ verlässlich. Ja, also ursprünglich dann was wusste ich ja vorher. Ich habe ja dann alle Infos mal auch bei dir angeguckt. Das heißt 2 Tage später jetzt als geplant, aber ich bin da flexibel. Ich habe einen Monat Urlaub. Das ist super. Ja. Hinter der Maersk kommt noch die MSC Katja. Ja. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Also 10 Tage ist geplant. Mhm. Okay. Das war so noch frei. Also was echt cool ist, das neue Ladecase bei der Drohne. Okay. Da kannst du leere Akkus rein. Also wenn du da 2 oder 3 Akkus reintust, die alle so ein bisschen, die nicht mehr voll sind, dann nimmt er die 2, die am leersten sind und überträgt den Saft in den letzten, in den der am vollsten ist. Ah, geil. Das ist ganz cool. Ja. Ich hatte mir gestern eine Speicherkarte geholt, da hatte ich sie auch beim Mediamarkt gesehen. Ralf, 3 Stunden 15, so lange streame ich schon wieder. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, im Hafen ist in der Tat am schönsten, Manuela. B17, ja, ich habe gesehen, dass die Singapore Express kommt, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir streamen. Ich kann es euch nicht sagen, nicht versprechen. Wahnsinn, der Wetterwechsel heute. Echt krass. Aber so macht das Spaß, wenn man keine große Dusche abbekommt. War ja nur Wind. Ja. Hast eine Drohne hast aber nicht mit an Bord, ne? Genau. Kamera, genau, so einfach.
Basti verschenkt schon wieder einen Sub. Mensch, danke Basti. Ja, ich habe ja alles, was Strom und Akkus, Powerbanks, Powerstations und so angeht, ist ja alles vorhanden. Ich muss es nur mitnehmen, weil ich sollte mir mal eine Ersatz-Powerstation ins Auto legen, die ich da einfach liegen lasse und bei Bedarf dann einfach holen kann. Ich glaube, das sollte ich mal machen. Die Grasbrook, die neueste Fähre bei uns im Hafen, auch Hybridfähre. Guck mal, da kann man jetzt auch schön Wasserski hinterfahren oder Wakeboard. Das wäre noch was. Wakeboard hinter einer Hafenfähre. Ich wäre sofort dabei. Das wäre was für eine Challenge. Ich glaube nur, dass ich die Hadak davon nicht überzeugen kann. Würde ich sofort machen. So, nach der Fähre erwartet uns dann die Meers. Was war das? Meersbulan oder so ähnlich? Ja, ne? Meersbulan, ganz genau. Ja, wer es nicht mitbekommen hat mit unserer 50k Challenge, alle, die vielleicht später eingeschaltet haben, ich erzähle es gerne noch einmal. Abos sind ja wichtig für den Kanal, weil das ein bisschen das Aushängeschild ist, gerade auch wenn man mal mit jemandem zusammenarbeiten möchte oder wenn man mal irgendwo anfragt, ob man mal auf dem Gelände hinter den Kulissen filmen kann, gucken die natürlich so ein bisschen, wie groß ist der Kanal. Und da ich aber nicht ständig sagen möchte, abonniert den Kanal, haben wir uns eine kleine Challenge oder ein kleines Tauschgeschäft überlegt und haben gesagt, Mensch, Leute, lasst doch auf YouTube ein Abo da und wenn wir es bis zum 15.09. schaffen, die 50.000 zu knacken, dann werden Ben und ich auf der Jan-Fedder-Promenade Kobern gehen. Das heißt, wir werden dort Leute anquatschen und versuchen, ihnen eine Hafenrundfahrt mit ELAS schmackhaft zu machen. Das ist die Challenge der ganzen Geschichte. Und ihr könnt ja ein bisschen mithelfen. Wir haben uns überlegt, ist vielleicht eine ganz witzige Geschichte, zumal das halt nichts kostet. Ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ihr müsst dafür spenden oder Geld dalassen, sondern einfach nur ein Abo. Uns hilft es und ihr bekommt vielleicht einen ganz witzigen Stream dafür. Und aktuell gilt das natürlich nur für YouTube und für Twitch überlegen wir uns dann nochmal extra was. Doch Nitro, die Zahlen sind durchaus noch relevant. Das ist noch relevant. Das ist immer noch ein wichtiges Thema. So, und dafür habe ich auch hier den aktuellen Stand. Wo man es dann ganz genau sehen kann. Jetzt kommt schon wieder Wind. Was ist denn los heute?
Boah, jetzt kommt schon wieder hier so eine heftige Böe. Great Dragon, ich danke dir vielmals. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, danke. Larissa, Sturm für den Norden, also ich weiß, auf der Nordsee war es auf jeden Fall ein bisschen stürmisch. Irgendeine AIDA wurde auch umgeroutet. War schon ein bisschen windig da draußen. Jetzt für Hamburg konkret nicht, aber jetzt gerade zieht wieder ordentlich was auf. Ist heute ganz komisch. Also vorhin hatten wir ja einmal richtig heftig Wind. Dann hatte es eben wieder nachgelassen, war richtig schön und jetzt gerade wird es wieder etwas stärker. Für westfälische Verhältnisse ist das angenehm. Ist das schon das dritte Maersk-Schiff heute? Die schönen blauen. Alex, Dankeschön. Ja, ich finde das Stream auch schön. Der Wind hindert mich nur gerade ein bisschen daran, die Drohne noch mal steigen zu lassen. Peter spendiert einen Glühwein, 5 Euro. Dankeschön, Peter. Ja, das scheint irgendwie ein Muster zu sein. Maersk-Schiffe und Wind. Aber vielleicht geht es sich aus und wir brauchen die Drohne gar nicht. Ich sehe gerade keine Fähre. Eva, Mensch, Eva, danke nochmal 20 Franken für die Mods. Dickes Dankeschön, Eva, meine Liebe. Ja, besonders groß ist der nicht von Maersk. Es ist auch eher Fiedergröße. Man sieht es auch etwas auf dem Wasser, dass der Wind wieder auffrischt. Teran, das kann durchaus sein, dass die Schlepper für den Wind da sind. Zumindest, dass sie schon so früh dran sind. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Maersk anlegt. Zum Anlegen braucht sie die wahrscheinlich auch, aber
Es ist in der Tat für die Schiffsgröße relativ früh, dass Schlepper dran sind. Das könnte durchaus mit dem Wind zusammenhängen. Paul ist da, unser Schiffspotter. Liebe Grüße an dich und deine Crew. Oh, Malte will heute Abend streamen. Ja, Malte, richte mal ein den Stream. Dann können wir den vielleicht noch verlinken. Ah, hier geht's um Eurogate. Ja, dann macht das doch Sinn, dass jetzt schon die Schlepper dran sind. Okay, jetzt kommt doch eine Fähre, das Loveboat. Schnell vorbeischwenken. Also Malte, wenn du so einen Wind hast wie wir hier in Hamburg, dann machst du heute Abend aber keine Kajaktour. Zornröschen, moin. Aber oft ist es ja auch so, dass der Wind abends nachlässt. Dann wird das ja passen für Malte. Vorsicht! Ja, 15 Knoten, das ist okay. Remo, danke, dass du da warst. Dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Ronny, 5 €. Moin, mein Lieber. Und vielen Dank. Guten Abend in die Runde. Hier ist der Kapitän der Landstraße. Gerade im Metz von Paris nach Zeitz mit 25 Tonnen Altöl. Ja. Viel Spaß, mein Lieber. Viel Spaß. Florian, auch an dich ein Dankeschön. 5 € Trinkgeld. Das ist schön und tut gut, diesen Stream aus dem Krankenhausbett sehen zu können. Oh Mensch, Digga, dir auf jeden Fall mal eine gute Besserung. Einmal neue LKWs für Druckverlust.
DJ Robert, ich danke dir für das Lob für die Bildqualität. Das freut mich, wenn die passt. Wenn du auf YouTube rüber hüpfst, da kannst du sogar in 4K gucken. Also hoffe ich. Aber müsste eigentlich 4K sein. War das gerade ein Hund, der hier? Da scheint ein Hund auf der Fähre zu sein. Hier ist noch so ein Schutenschubser. Der hat es nicht mehr geschafft an der Maersk vorbei. Der muss jetzt erstmal warten, bis die Maersk abgebogen hat. Oder ist abgebogen. Ist. Tja. Ja, aber die Maersk ist auch nicht mehr weit weg. Ich fürchte, die muss ich auch noch mitnehmen. Also. Aber dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Ich glaube, dann kommt auch nichts mehr. Dann haben wir aber wirklich den ganzen Konvoi hier heute mitgenommen. Michael 1972, danke für 18 Monate Renault LKW, will keiner. Da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, Rainer steht auf DAF, seitdem ich da mitgefahren bin. Wofür steht DAF eigentlich, die Abkürzung? DAF? DAF? Was heißt das? Weiß das jemand? Marco, ja, es gibt Pläne, sogenannte Segellisten. Da kannst du gucken, wann die Schiffe kommen und abfahren. Ein Schiff kommt noch, ein Schiff kommt noch rein, ein Schiff geht noch, eines geht noch rein. DAF heißt Van Dorns Automobilfabrik, okay. Niederlande, okay. Andi, DAF, der arme Fahrer. Das ist dir 2 Schweizer Franken wert. Junge, Junge, Junge. Oh, der fliegt aber auch tief. Jo, da haben wir die Maersk auch einmal abgefrühstückt und da hinten kommt dann noch die MSC. Haben wir wieder ein strammes Programm heute. Mensch, toll, dass ihr dabei seid. So viele Leute um die Uhrzeit. Ja, wenn alles gut läuft, morgen mit dem Christoph, dann gibt es vielleicht einen Abendstream mal wieder.
zu etwas späterer Stunde, wahrscheinlich dann sogar auch ein bisschen bei Dunkelheit. Ich gucke mal, was da noch so anliegt, ob das passt, ob das Wetter passt. Dann werden wir den Christoph vielleicht verabschieden. Muss er sich noch mit dem Captain gut stellen, dass sie hier wild hupend aus dem Hafen fahren. Abends um 22 Uhr macht er eh nicht. Glaube ich nicht. Nicht um 22 Uhr. Stimmt, Robert. DAF war auch eine Band in den 80er Jahren. Neue Deutsche Welle, deutsch-amerikanische Freundschaft. Haben die nicht Kodo gemacht, dieses Lied? Und ich düse, 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 düse im Sauseschritt und bring die Liebe mit von meinem Himmelsritt. Oder so ähnlich. War es das? Waren die das? Das war DAF, oder? War das nicht mit Annette Humpe oder... Hieß sie Annette oder Agnete? Nee, Annette Humpe oder so ähnlich. Malte, tschüss. Vielleicht bis heute Abend. Oh. Und wieder ein leerer Akku. Ach, DÖF hießen die. DÖF, deutsch-österreichische Freundschaft. Okay. Ja, aber da war ich doch nah dran, oder? Also da könnt ihr doch jetzt auch mal 5 Grad sein lassen, finde ich. Also das war dicht dran. Deutsch-österreichisches Feingefühl. Freundschaft, okay. Naja, egal. Hauptsache Kodo. Ich fand den Song cool. Ich fand ihn richtig cool. Leute, ihr merkt den Wind. Es zuppelt schon wieder am Objektiv. Nee, Ute, ich kann nicht singen. Also wirklich, das kann ich absolut nicht. Marco schreibt, hätte nicht gedacht, dass Schiffe anschauen so viel Spaß macht. Ja, in der Tat, das ist schon ganz cool. Also ich mag das auch sehr gerne. Hat was Entspannendes. Sehr entspannt. Ich hätte mal einen Pullover mitnehmen sollen. Flötenbaby meint, das mit dem Singen geht noch viel schlimmer. Also ich finde, das ist schon verdammt schlimm, oder? Leute. Das ist schon verdammt schlimm. Oh, falsches Bild. Da wollte ich hin. Dachte ich mir, Mensch.
Können wir doch noch mal hier ein bisschen Bild in Bild, da bin ich. Soll ich euch jetzt was vorsingen? Ja, Neue Deutsche Welle war toll. Das war meine Jugend. Ja, Peter Schilling, Nena. Peter Schilling auch legendär. Major Tom. Ich hab's geliebt. Oh, Flötenbaby. War da eine Disharmonie in dem Geburtstagshorn, in dem anderen? Ich habe ja zwei. Ne? Ich habe ja einmal das von Cunard und das von der AIDA. Also ist immer so, wie ich gerade drauf bin. Also freu dich nicht so früh. Die Disharmonie kommt zurück. Also wenn jetzt jemand Geburtstag hat, dann könnte es sein, dass ich die Disharmonie abspiele. Ich habe keine Ahnung, was eine Disharmonie ist. Aber es klingt danach, dass es nicht gut klingt. Nein, ich singe nicht. Ich singe lieber nicht. Oh, Flötenbaby sagt, als Musikdozentin findet sie mein Singen echt nicht schlimm. Du, vielleicht lag mir dieser eine Song zufällig. Also, vielleicht hat der zufällig gepasst für meine schiefe Stimme. Aber ich versuche es ehrlich gesagt auch zu vermeiden zu singen. Bausi, tschüss. Tschüss, mein Lieber. Ja, dann ist das vielleicht der einzige Song, den ich halbwegs treffe. So, und die MSC. Na, wollen wir noch eine Runde Drohne wagen? Es war ein bisschen windig, aber sie kann sich ja melden, wenn es ihr nicht passt, oder? Kann sich ja melden. Erstmal den aus. Gucken wir mal, was sie sagt. Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. Ich habe tatsächlich einen frischen Akku reingelegt. Aber man sieht es jetzt auf dem Drohnenbild ganz gut, dass das Wasser sich doch ein bisschen kräuselt.
Zurückbleiben. Cash, stay back. Zurückbleiben. Cash, stay back. Ja, gut, dass ich noch mal gestartet bin. Jetzt kommen hier gleich 2 Fähren wieder hintereinander. Keine Chance mit der Hauptkamera. So, hier bekommen wir nochmal 281 Meter Stahl, die MSC Katja Air mit einer Länge von 281 Metern und einer Breite von 32 Metern, aktueller Tiefgang 12 Meter und 80. Hat aktuell 6 Knoten drauf, fährt unter der Flagge von Liberia und kommt gerade aus Gdynia in Polen. Kai Schumacher ist seit 8 Monaten da und fragt, was es mit der 50k Challenge auf hat. Durchblend's noch mal ein, statt es zu erklären. Moin. Ja, einmal bitte Leine sortieren. Also ich finde für diese Draufblicke auf die Back vorne, auf die Manöverstation, dafür hat sich die Lohne am meisten gelohnt. Gedroht. Oh Mann. Oh Mann, ey. Was ist denn heute los mit mir?
Ja, das hat sich gedroht, oder? König der Sprachfehler. Ich glaube, Tanja muss mir zu Hause erstmal ein paar heiße Wadenwickel machen. Oh, die Westphal ist da hinten. Die Brandreaktor Westphal, unser schönes Feuerlöschschiff. Ja, es gab schon ein paar Schraubenwasser, in der Tat. In der Tat, die habe ich schon intus. Ja, es waren zu viele Schiffe heute. Haben Schiffsschwips. Eine Buchstabensuppe, ja, Andi. Danke dir. Nochmal 2 Franken. Danke, danke, mein Lieber. Sehr großzügig. Wo geht Katja denn hin? Die ist so langsam. Geht die vielleicht Burchard-Kai, Athabasca-Kai, wo vorhin die APL lag? Könnte sein, ne? Geht da so ein bisschen schräg rüber. Ja, morgen geht auch noch die HMM, glaube ich, raus. Okay. 22 Uhr. Also hoffen wir mal, dass das alles klappt mit morgen Abend.
Wie bist du drauf gekommen mit der Frachtschiffreise? Über dich tatsächlich. Auch so ein bisschen über Ja, uns? Ja, cool. Genau, da zeige ich da drüber. Das scheint Dominik zu sein. Arbeitet der auch mal wieder, der Bengel? Na, wo ist er denn? Ich will da nicht ins Bild fahren. Doch, da kommt er. Ralf, ich begrüße dich herzlich bei uns auf dem Kanal. Ein neues Fischmarkt-Mitglied. Welcome on board. Ja, das sieht so aus, als wenn die dahin möchte, wo eben die APL lag, an den Athabasca Kai. MacGame hat auch schon Festmacher entdeckt. Gucken, was da los ist. Ja, sehr schön. Ach, das war doch schon wieder ein toller Stream. Jetzt haben wir sie aber alle abgefrühstückt. Hat mal jemand mitgezählt, ob wie viele Schiffe wir heute gekommen sind? Na, kommt da noch ein dritter Schlepper zum Drücken? Sieht so aus, oder? Das sieht so aus, als ob da noch mal jemand ein bisschen helfen möchte. Ach, ich liebe das, wie schön ruhig die Drohne in der Luft steht. Einfach toll. Stream-Marathon ab 4 Stunden, 2 Minuten und 19,5 Sekunden. Ja, was ist ein Marathon? 42,19 Kilometer.
Ja, der hilft ein bisschen nach. Der hilft. Der Schleppi. Aki ist da. Moin, mein Lieber. Monaco Franze, ich danke dir vielmals. 2,49 für coole Aufnahmen. Dankeschön. Das freut mich, wenn es euch gefällt. Und schon haben wir wieder ein bisschen Licht. Boah, Mann, ey, das dauert jetzt aber auch hier. Drück das Ding mal an die Pier, Digga. Gib mal ein bisschen Schubrakete. So, hinter mir eine Fähre und dann denke ich, können wir mal langsam landen. Ach, guck mal. An der MSC ist ein Kran. Da. Ein Schwimmi, Schwimmi, Kräni, Kräni. Richtig cool. Norbert, willkommen an Bord. Danke für die Speicherstadtmitgliedschaft. Dankeschön. Nee, ich habe nichts getrunken. Die Westphal soll da noch kommen. Ach, die Angel Star kommt dann noch. Oh Mann. Die Angel Star kommt noch. Da ist die Branddirektor Westphal. So, jetzt wird ordentlich gedrückt bei der MSC. Und da hinten kommt die Angel Star. Ihr macht mich fertig heute.
Ihr macht mich echt fertig. Dabei sage ich immer, ich finde das so schön, dass unsere Streams nicht immer so lange dauern, wie bei den Planespottern. Ja. Ist immer zum Nachgucken ganz nett. Ja. Angelika schaut schon von Anfang an zu. Mensch, Angelika, Dankeschön. Sind noch mehr, die seit Anfang an dabei sind? Komm, outet euch. Wer ist so masochistisch? Wer hat sich heute die volle Hamburghafen Live-Dröhnung gegeben? Die Angel Star, 180 Meter hat sie, 32 Meter breit. Fährt unter der Flagge der Marshallinseln. Aber schön zu sehen, wie die Schlepper da unten arbeiten. Och, da sind noch mehr seit Anfang an dabei. Das ist ja cool. Sehr cool. Ihr seid echt krass. Ihr seid echt krass. Oh, Ruth, seit heute Morgen 10 Uhr bei YouTube. Mega, mega. Ja, MSC ist an der Pier. Dann nehmen wir doch noch einen Tanker mit. Gucken, ob die Akkus noch so lange halten. Ich gucke jetzt auch nicht mehr nach. Wenn der Stream ausgeht, dann wisst ihr, was los ist. Aber Ruth, da musst du ja irgendwas anderes geguckt haben, weil seit 10 Uhr bin ich jetzt noch nicht live. Komm, da kann ich doch noch mal meine schöne Triple Cam testen, oder? Hier. Die volle Action. Jetzt im Dreifachbild. Manuela, ich danke dir für 2 Euro. Danke, danke. Moin, ihr Lieben. Ja, Holger, genau. 13 Uhr ungefähr. Das war die WhatsApp. Ach, bei Dennis, ja. Gut, bei Dennis läuft ja 24 Stunden. Nee, Döserjung, mit so einem Quatsch fangen wir nicht an pro neues Mitglied 5 Minuten länger. Das machen wir nicht. Außerdem halte ich nichts davon, das Ganze an Zahlungen zu knüpfen. Das finde ich immer nicht so gut. Also diesen Deal mit
mit den Abonnenten auf YouTube, das finde ich fair, das kostet nichts, das kann man machen, aber irgendwie so, ihr bezahlt und ich streame länger, das finde ich schon ein bisschen erbärmlich. Mann, wieso dreht sich die Drohne denn immer weg? Bleibt zwar auf Position, möchte aber immer nach rechts drehen. Game Planet wird Sonntag 56, ja. Herzlichen Glückwunsch. So, haben wir das auch ein bisschen getestet. Kamera ist nicht im Fokus. Oh, kann sein. Welche denn genau? Welche genau? Kommt schon mal vor. Jo, aber lieber ein unscharfes Bild als ein Fleck auf dem Sensor. So, die Angel Star, letztes Schiff für heute. Aber ein schöner Tanker. Bulker hatten wir, Tanker hatten wir, Container hatten wir. Das Einzige, was wir nicht hatten, waren Kreuzfahrtschiffe, aber die gibt es am Wochenende wieder. Ja, Daniela, das gibt es einige, die gerne bis spät abends gucken würden, aber irgendwann brauchen wir mal eine Pause. Ich stehe hier ja die ganze Zeit. Das ist ja nicht wie Druckverlust, der die ganze Zeit mit seinem Hintern in so einem luftgefederten Sitz da durch die Gegend eiert. Das ist ja keine Leistung. Ja, ist doch so, oder? Schmalspur-Streamer. Nein, Tanja ist nicht böse, wenn die Streams so lange dauern. Überhaupt nicht, aber manchmal plant sie irgendwas und denkt, ich komme dann früher nach Hause. Ja, aber sie sieht ja, was ich hier für einen Quatsch verzapfe. Ja. CNO schreibt, ist fast das Erste, was ich nachschaue, ob es etwas von Hamburg Hafen Live gibt. Wenn ich es nicht live schaffe, wird im Video nachgeschaut. Danke nochmal fürs Näherbringen, was im Hafen so passiert. Danke, danke. Eheberger ist auch mal wieder da. Danke dir. Ja, jetzt wird gedisst. Aber reiner dissen darf ich. Erzählt es ihm nur nicht. Erzählt es ihm nicht. Aber der war gestern und vorgestern nicht online. Der hat einen Azubi an Bord gehabt. Claudia, ein Klappstuhl, ich habe es alles probiert, aber ich renne die ganze Zeit hier ums Stativ, bin am Rotieren, muss die Kameras bedienen, dann wieder Drohne fliegen. Also ich komme maximal dazu, mal 30 Sekunden zu sitzen. Mehr ist nicht drin. Genau, Manu. Rainer ist auch nicht besser. King of Dis. Könnte man ihn nennen. So, jetzt habe ich noch 31% Akku in der Drohne. Drückt mal die Daumen, dass das klappt.
Ja, so ein Stehhocker in der Tat, sowas in der Art. Im Prinzip einfach nur so ein Einbein mit Sitz, die ich mir so unter den Hintern schnallen kann. Das wäre in der Tat was. Ach, da hinten war der Lotse gerade dran. Zurückhalten. Attention, stay back. Zurückhalten. Attention, stay back. Ah, besonders weit rausfliegen kann ich nicht mehr. Ganz rum um den Tanker komme ich mit der Akkuladung nicht mehr. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land.
Ja, Subi. So, haben wir wieder Ton? Ich hoffe, wir haben wieder Ton. Ja, wenn der Christoph mir das jetzt nicht gesagt hätte, ich hätte es nicht mitbekommen, ne? Weil ich natürlich nicht in den Chat gucke. Aber jetzt müsste er wieder da sein. Das Mikro war alle. Ja, es endet, wie es begonnen hat. Bin ich wieder da? Ich warte noch mal einen kleinen Moment auf eure Rückmeldung. Müsste aber eigentlich. Knistern. Juhu, er hat es mitbekommen. Ah, nein, 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 oh, mein Windpuschel. Oh nee, den bitte nicht in die Elbe. Den bitte nicht in die Elbe. Zu viele Baustellen, die man kontrollieren muss. Also ich muss mir demnächst, ich glaube, ich muss mir mal so automatische Erinnerungen einrichten, die im Chat immer schreiben, nach einer gewissen Zeit. Also Mikros dann irgendwie so nach 3,5 oder 4 Stunden, dann ab so und so viel Stunden, dann immer die Akkus, weißt du, dass da immer so Erinnerungen kommen. In den Chat zeitgesteuert und dann könnt ihr schreien, hey Buddy, Akku. Also jetzt aber nochmal. Ich weiß gar nicht, was ihr mitbekommen habt. Wahrscheinlich nicht viel von meiner Abmoderation. Also ich fand es richtig cool, hat mir wieder richtig Spaß gemacht. War ordentlich Action. Also das dicke Dankeschön geht natürlich an den Donatus raus, der uns hier ein Horn auf der Maersk geschickt hat. Containerhorn oder Frachterhorn zählt immer doppelt gegenüber gegenüber Kreuzfahrthorn. Ja, und natürlich ein fettes Dankeschön, dass ihr heute dabei wart. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Der Chat war wieder super lustig, unterhaltsam. Ihr tragt einen einfach immer so durch diese Streams. Was haben wir denn da? Die Ebba? Ja, komm, ich drehe die Kamera mal etwas. Also ihr tragt einen förmlich durch diese Streams. Von daher ein ganz, ganz fettes Dankeschön. Ja, auch mit der 50k-Challenge, das werde ich natürlich die nächsten Wochen dann immer wieder ein bisschen reiten. Ich hoffe, es wird euch dann nicht irgendwann nerven. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Euch auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank natürlich auch wieder für die Kanalunterstützung auf Twitch und auf YouTube. Und natürlich an unsere Moderatoren. Ich weiß gar nicht mehr, wer alles da war. Sebastian Kolze war natürlich da. Remo war da. Natürlich war Tanja da. Schwester Hansen war, glaube ich, kurz mal da. Wen habe ich vergessen? Ich glaube, Kirsten und Ben haben wir heute nicht gesehen und ich glaube, Sandra war auch nicht da. Naja, auf jeden Fall aber ein dickes, dickes Dankeschön. Wer steht denn da vorne auf der Ebba? Oh, das ist doch ein schönes Schlussbild hier, oder? Jo. Annette haut noch ein Spaghetti-Eis raus. Dankeschön, 5 Euro. Danke, danke, danke. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, vielleicht morgen Abend mit dem Christoph, der steht da hinten, so halb im Bild. Du bist so ein bisschen in der Ecke drauf. Der geht morgen auf die Judith und macht eine Frachtschiffreise. Vielleicht geht es sicher aus. Also nach aktuellem Plan soll die um 22 Uhr rausgehen. HMM soll auch um 22 Uhr rausgehen. Wie gesagt, mal gucken. Aber ich würde jetzt aktuell mal die Chance auf 59% legen. Ja, ich glaube 59 ist schon ganz gut. Ne? Macht's gut, ihr Lieben. Hamburg Hafen Live, over and out.